bin ich ja mal gespannt, ob der jemand auftaucht. Yes. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Ein bisschen bauen, ein bisschen machen, ein bisschen bauen. In meiner Lieblingsverteidigungsposition. Na, kommt man hier drauf? Ja. Ist es perfekt? Nein. Könnte es besser gemacht werden? Ja. In der Stufe. So, ich bin runtergefallen. Verstehe. Ja, ist also nicht so wirklich gut, aber auch nicht so wirklich schlecht. Das Schildsymbol bleibt. Ja. Ist nicht gut, aber könnte es auch weitaus schlechter machen. Mhm. Insgesamt ist es einfach mein Lieblingsplatz. Nirgendwo anders kämpfe ich lieber als hier. In Loch Moor. Es ist ein absolut offenes Gelände und das Einzige, was diese Region rettet, sind gute Leute, die kreativ bauen. Und davon haben wir einige in dem Spiel. Und die treffen sich dann meistens alle hier. Das ist auf jeden Fall wieder hier ein One-Live-Stream. Soll heißen, wenn ich drauf gehe, dann war es das mit dem Stream. Schauen wir mal. Ich würde also ganz gerne mal ein bisschen länger überleben heute. Ich habe nämlich noch von 1.0, ich war nicht Teil der Dev Branch. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht das komplette Knowledge von 1.0. Ich hatte eigentlich vor, mich mit Kronos, dem Leader des WLL-Clans, wollte ich mich eigentlich kurz schließen und mal ein bisschen snacken. Und dann, er weiß auf jeden Fall sehr viel über die Fähigkeiten. Oh, Gebiet blockiert, hallo? Das Gebiet ist doch nicht blockiert, also muss ich jetzt hier schön weit Abstand halten. Na gut, dann mache ich es halt super langweilig. So richtig, richtig langweilig. Vielleicht mit noch einer leichten Biegung dabei. So, was soll's. Insgesamt ist mit 1.0 hat sich da einiges geändert an der Meta. Also normalerweise konnte man mit Basic-Material, mit diesen Materialien, eine Ressource, die zum Bau einfacher Gebäude reicht, konnte man alles Mögliche auch mit Stacheldraht erweitern. Soweit ich das jetzt beurteilen kann, geht das wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit Beamets. Warte. Nee, Tatsache. Sie haben's. Endlich hatten sie das nötige Rückgrat, nenne ich es mal, um mal ein nicht so gemeines Wort zu nehmen. Sie hatten das Rückgrat, diesen Change, den sie schon vor 6 Monaten eigentlich machen wollten, durchzuziehen, dass man jetzt nur noch seine Gebäude aufbessern kann mit den nötigen Materialien, die auch eigentlich im zum Einsatz kamen. Es war immer ein bisschen schräg, dass man seinen Schützengraben mit Stacheldraht vorne ausstatten konnte, ohne dabei Stacheldraht zur Hand zu haben. So machen wir das Ding mal mittig. Das ist wie gesagt alles neu. Früher hat man das einfach mit Basic-Material gemacht, aber so macht es auf jeden Fall viel mehr Sinn. Ich freue mich auch darauf, dass jetzt die Spieler sehr viel mehr in dieser Haltung unterwegs sein werden, nämlich irgendwas transportieren auf der Schulter. Nicht nur Munition und mal Artillerie-Shells,
sondern das alles macht jetzt natürlich auch mehr Sinn. Dass man aus einem großen Sandsack dann diese ganzen vielen kleinen hier hinkriegt. Das hier hat den Effekt, dass wenn der Trench von Feinden erobert wird, dass diese dann überhaupt gar nicht in der Lage sind, auf uns zu wirken, die wir verteidigen. Wir können nämlich nicht hier rüberschießen. Und hatten dann den weiteren Vorteil, dass wenn wir versuchen, den wieder zurückzuerobern, können wir hier hinter diesen Sandsäcken Deckung suchen und dann in den Schützengraben reinschießen. Gleichzeitig ist das Stacheldraht hier dazu da, damit Leute nicht einfach zu einem Zeitpunkt, wo die AI, also wo die Flagge hier nicht weht und diese Verteidigungsanlage nicht automatisch Feinde bekämpft, um für diesen Moment gewappnet zu sein, ist jetzt hier Stacheldraht, damit man von außen nicht so leicht hier reinkommt. Das ist nämlich sehr blockierend hier. Eine kleine Veränderung am Schützengraben und schon ist der Verteidigungswert um einiges gestiegen. So. Der Parkraum rund um Loch Moor, Tomb of the First, ist ein bisschen kreativ. Ich werde das so machen wie beim Supermarktparken. Wenn die Fahrzeuge so stehen, dass sie nach vorne wegfahren können, kann man sich dahinter stellen. So. Das Fahrzeug ist abgeschlossen. Mein Hauptziel für diesen Stream heute ist erstmal eine Weile zu überleben. Und zweite Priorität ist herauszufinden, wie ich in Loch Moor direkt vor dem Seaport eine Teererhebung setzen kann, weil dort ist ein Stück Zuglinie und da bumpt man so richtig übel drüber. Also wenn man da mit hoher Geschwindigkeit drüber fährt, dann fliegt man fast aus der Map. Ist ein bisschen unschön. Und da würde ich ganz gerne irgendwie nachbessern. Ja, ich bin gerade erst eingestiegen und wie es aussieht, bin ich mitten in der Nacht eingestiegen, aber jetzt ist gleich Tagesanbruch. In ungefähr 2 Minuten wird hier die Sonne aufgehen. Der Stand der Technik ist recht mager, wir können noch nicht allzu viel machen. Aber ich habe immerhin schon meine erste Warden-Waffe geklaut, nämlich eine Pistole. Das heißt, wenn ich damit in der Nacht rumschieße, würden Warden erstmal davon ausgehen, dass das Kameraden sind, die einen Collie bekämpfen, ein Colonial. Das ist also eine Art von Soundverdeckung. Später, wenn die Technik soweit ist, dann kann man diese sehr squishy Wände auch erweitern, dass die ein bisschen mehr aushalten. Ja. Wie viele Leute sind jetzt hier? Oh ja, man könnte behaupten, wir sind 2, ne 3 gegen 4 bis 5. Ist natürlich wieder fair, aber wir haben jetzt Sonnenaufgang und normalerweise lässt sich der Bereich hier weitaus besser verteidigen. Hello, I am Jack. Wasted life. Okay. Cool name. Interesting. Okay, let's defend the bridge. Head to the northeast and have fun. Set your spawn here beforehand. Ja, die meisten benutzen noch nicht den Voice Chat am Anfang. Die wissen noch nicht, dass man einen T drücken muss, damit hier das
damit das Lautsprechersymbol oben erscheint. Das Schöne ist natürlich jetzt bei Sonnenaufgang, wir können gut treffen und zielen. Ja, wunderbar. Hier wird gerade eifrig geklärt. Man muss dazu sagen, dass ich zwar hinter den Sandsäcken ein bisschen Deckung habe, aber das bringt mir überhaupt nichts, wenn der Feind da vorne auf diesem Rock ist, dann bringt mir meine Deckung nach vorne gar nichts. Die können einfach mir einen Torso-Treffer reinjagen. Deswegen mache ich das mal ein bisschen. Gehe ich das ein bisschen sicherer an jetzt im Stream. Oh, das ist eine gute Granate. Ja, wunderbar, da hast das Blut gespritzt an der Seite. Very good grenade, very good. That you did hurt the boys. He's most likely downed here. Most likely the enemy is dead lying here, almost dead. Wenn er vielleicht überlebt hat, sogar sich den zu schnappen. Ah, leider, leider habe ich ihn mehr oder weniger in den Tod geschickt. Aber egal, wir haben genug Shirts. Shirts sind oben links hier direkt unter dem Namen Bunkerbasis steht Shirts. Das ist Soldatenausrüstung 132. Das heißt, bedeutet der Private Guard oder der No-Name, der ist ja noch nicht mal Schütze, noch nicht mal Flieger oder noch nicht mal Matrose, also die niedrigsten Mannschaftsränge hat er noch nicht mehr erreicht, ist ein No-Name. Aber ich werde, wenn er noch weiter so tapfer ist, kriegt er auf jeden Fall gleich meine Belobigung hier. Ich habe noch 31 Belobigungen, die ich vergeben kann. Das reicht wahrscheinlich, um ihn hinterher auch noch zum Sergeant zu machen. Oder er ist auf jeden Fall später Corporal. Ja, das wird schon klappen. Ja, da hinter das ist witzig, hinter der Kiste da vorne, die schon ziemlich abgeranzt ist, liegen 2 Rucksäcke. Warden-Rucksäcke, das bedeutet, dort sind 2 Warden, gegnerische Spieler, umgekommen. Hey, you wasted your life, you did great. I'm sorry for sending you into your death because you were flanked. At least you will gain your first Foxhole military rank now. I will give you the rank private. You will get promoted. There you go, you are a private now. So, ich habe ihn jetzt den niedrigsten Soldatenrang, Mannschaftsrang gegeben, den es gibt. Weil insgesamt sind die Altspieler ein bisschen allergisch auf No-Names. Und je höher der Rang von ihm wird, also sobald er irgendwie Staff Sergeant ist wie er hier, also Stabsgefreiter, dann wird er auch von den Leuten mehr Respekt bekommen. Ja, eigentlich ist es mir vollkommen egal, jetzt hier jemanden zu töten. Also ich habe im letzten Krieg so viele gekillt. Ich bin also momentan mehr in meiner alten, angestammten Rolle des Bilders, also effiziente Sachen bauen. Hier, das ist eine effiziente Verteidigung, die nur funktioniert, wenn halt auch ein Soldat hier oben drauf ist. So welche Sachen sind mein Ding. Sowas gibt es übrigens auch für Panzer später. Wenn man hier noch diese Wände vorsetzt, in der Stufe 2. Momentan haben wir die nur in der Stufe 1. Von welchen Wänden rede ich? Einen Moment, ich zeige es nochmal. Das Ganze kann man nämlich dann auch für Fahrzeuge machen. Gerade ist das gut für einen Soldaten, der sich dort platziert. Ich rede von diesen Wänden. Wenn man diese Wände noch davor platzieren würde, könnte man auch jetzt machen, ohne dass es den Wirkungsgrad dieser Verteidigung schmälert. Aber wenn man da später T2-Wände hinpackt, kann da einfach ein Fahrzeug sich platzieren und genießt den Schutz
der passiven Verteidigung und auch die extra Hitpoints, die diese Verteidigung bieten würde und könnte trotzdem dann von hier oben auf den Feind wirken. Oh, das ist ja nicht nur eine passive Verteidigung. Das Ding hat sogar noch mehr Sinn. Das sieht man natürlich nur, wenn man auf der Ebene ist. Ansonsten, wenn man auf der untersten Ebene ist, kann man mit Steuerungstaste, kann man jederzeit die obere Ebene noch einblenden lassen. Hier sieht man das. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass da dann ein Generator ist. Es macht natürlich das Gebäude ein bisschen mehr squishy. Die Integrität ist aber immer noch gut. Und der Füllstand vom Diesel ist auch noch gut. Die Zylinder bewegen sich relativ schnell. Ich würde mal so aus meinem Erfahrungsschatz sagen, dass in diesem Dieselgenerator ungefähr noch 100 Diesel drin sind. Ich bin natürlich immer neugierig, mich selbst zu widerlegen oder zu bestätigen. Das heißt, ich werde jetzt genau das prüfen. Schadet ja nicht, also wenn ich den komplett voll mache wieder, aber ich gehe mal davon aus, dass ich den mit dem Kanister, mit diesem 5 Liter Kanister Diesel, wobei 5 Milliliter Diesel in dem Spiel dann 100 Einheiten darstellen. Ja, das ist ja krass, ne? Ich habe gesagt, da sind 100 drin und da waren 109 drin. Einfach nur von der Visualisierung der Zylinder. Aber das ist halt, wenn man zu viele Stunden in dem Spiel hat, du hast so viel unnützes Wissen, da kann ich mir kann ich mir nichts von kaufen, aber Hello, Corporal Bowlby. Thank you for defending this place. Es ist eigentlich schade, dass so viele Low Ranks irgendwie nicht Voice kommunizieren. Ich bin natürlich neugierig, jeder ist neugierig auf die Warden-Rucksäcke da vorne. Aber wenn ich dabei zu cocky vorgehe, also zu mutig, dann werde ich erschossen und dann ist der Stream vorbei. Aber ich habe wirklich Bock gehabt. Ja, ich habe jetzt mir ein Gewehr der Wardens besorgt. Das ist das Standardgewehr der Wardens, aber ich liebe es. Ich kann nicht ohne den Lorecaster. Ja, ich bin eigentlich ein ziemlich komischer Colonial-Spieler, also Collie-Spieler in der Art, dass ich eigentlich alles, was die Warden haben, besser finde. Also Infanteriewaffen, Fahrzeuge, alles. Aber ich kann es einfach nicht ertragen, Warden zu spielen, weil dann würde ich in einer Region starten, wo es die ganze Zeit nur Schnee um mich herum gibt. Also weiße Flächen, die sich in meine Augen reinbrennen. Und dann halt Steine. Steine, überall Steine. Langweilige Steine und Felsformationen zum Gucken. Aber ich bevorzuge es, das Grün hier zu sehen. Und die Geräuschkulisse und das Ambient Sound ist insgesamt angenehmer. Ja, die Warden haben gerade entschieden, dass es irgendwie völlig sinnfrei ist, aktuell hier hin zu pushen, also zu Druck auszuüben in diese Richtung. Weil Tomb of the First ist sowas von einfach zu verteidigen gegenüber die andere Seite. Gegenüber Mercy's Wish ist Tomb of the First super easy zu verteidigen. Also ich weiß nicht, ob ihr es beim letzten Stream schon mitgekriegt habt, ich bin so ein bisschen Autist. Also ich bin zu einem geringen Maße autistisch veranlagt in der Hinsicht, dass ich gewisse Sachen nicht ertragen kann in meiner Umgebung und dann zur Handlung gezwungen werde. So ist es auch im Spiel so, dass ich es nicht ertragen kann, dass ich jetzt hier blaue Fahrzeuge auf der Map-Aufklärung existieren. Diese Fahrzeuge muss ich dann entweder zerstören oder ich erobere sie, damit sie grün werden. In dem Fall habe ich jetzt dieses Motorboot erobert, stelle es in der Art ab, dass dass nur noch ich es benutzen kann. Selbst meine Verbündeten werden damit nichts anfangen können. Und nebenbei stelle ich es so ab, dass es den Strand ein bisschen blockiert. Aber das Wichtigste für diesen kleinen, fiesen Autisten, der in mir lebt, ist,
dass durch diese Aktion das Ding jetzt grün geworden ist. Das zeige ich euch jetzt da. Die Positionen haben sich verändert. Nebenbei ist es auch noch eine Veranlagung, dass ich alles irgendwie gerade und ausrichten muss. Das ist alles irgendwie ein bisschen peinlich. Aber niemand hat behauptet, dass Menschen irgendwie rational sind. Wir sind wirklich super irrational. Und wir sind garantiert nicht der Segen dieses Planeten, wenn man das mal so sieht. Aber tja, das ist natürlich jetzt wieder eine schöne Stelle. Leider sind also wenn man sich auf Felsen bewegt, muss man immer erwarten, dass man übelst rumglitscht. Das Bewegen auf Felsen ist sehr mit Frust verbunden, aber wenn man mittlerweile durch Erfahrung die Pfade kennt, in denen man an einem Glitch vorbeiläuft, dann ist das sehr befriedigend, weil man dann jederzeit in eine gute, höhere Position kommt, um auf den Feind zu wirken. Aber wie man hier sieht, es ist absolut irrational, dass diese Spielfigur jetzt so rumglitscht an dieser Stelle. Wenn man aber genug Erfahrung hat, dann weiß man, wie man sich da zu bewegen hat, um dort flüssig und smooth durchzukommen. So. Tja. Eben schauen. Es ist immer wichtig, dass wenn man sich in der Nähe von Gewässern aufhält, dass man erstens der Ausdauerbalken voll ist und man, wenn möglich, unter 30% Encumbrance ist, also Belastung durch Ausrüstung, die einen behindert. Das ist echt ungewöhnlich. Das ist total ungewöhnlich. Also in allen anderen Kriegen um Tomb of the First habe ich noch nie so viele unabgesperrte, also so, dass der Feind ihn nicht nehmen kann, blaue Wardenfahrzeuge geparkt gesehen. Also es ist ein weiterer Indikator dafür, dass wir momentan hier in Tomb of the First nicht gerade von hochrangigen Lieutenants, Officer Cadets und Colonels angegriffen werden. Das ist wohl eher gerade so ein Corporal-Spaßfest hier. Weil, warum machen die das? Wenn die das Ding abschließen würden, hätte derjenige, der versucht zum Beispiel von hinten heraus uns zu sabotieren, könnte er nämlich dann auf Leute, die bauen, schießen oder Granaten werfen auf Leute, die bauen in der Nacht und so weiter. Und wenn seine Tarnung dann aufgeflogen ist und alle mittlerweile wissen, dass er sich im Westen von Thun befindet, könnte er einfach zu seinem Boot zurückrennen, das natürlich abgeschlossen auf ihn wartet und sich damit in Sicherheit bringen. Aber so, wenn die Boote alle unabgeschlossen da rumstehen, dann mache ich halt davon Gebrauch. Also, das ist keine große Sache. So. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wenn ich mich schon in einer Region befinde, möchte ich natürlich auch eine gewisse Herausforderung haben. Und gerade eben machen die es einen wirklich sehr leicht hier. Ja, diese T1-Wände, die ich mag, Wände jeglicher Art. Oh, die sind beschädigt. Ja, die vergammeln ziemlich schnell. Die lassen sich von fast jedem Fahrzeug überfahren. Dann platzen die einfach instant. Außer das Motorrad. Das Motorrad und das Fahrrad. Es ist natürlich wirklich viele Fahrzeuge, die es nicht schaffen, das Ding. Aber es gibt halt das Fahrrad und das Motorrad und die tun dem Ding hier nichts an. 90, 100, 90, ja. Ich werde aber auch jetzt innerlich wieder gezwungen, das Ding zu reparieren. Ja, ansonsten, ja, hey, Spieleklecks. Du bist das also. Hi, Spieleklecks. Schön, dass du da bist. Cooler Name. Spieleklecks klingt so ein bisschen nach jemand, der auch Content produziert, also sprich, der Computerspiele mag und dann auch kreativ malt und dabei auch hier und da ein bisschen mit der Farbe kleckert. So, wenn du irgendwie Fragen zu Foxhole hast, die Beantwortung jeglicher Frage wird lange dauern, weil mein Gehirn schon ziemlich alt und verwunden ist. Also
Ich habe da hier und da mal ein paar Knoten, die ich überwinden muss. Kommt mit dem Alter. Ähm, aber wenn du Fragen zu diesem Spiel hast, was du dir gerade hier mit mir anschaust und mit mir zusammen erlebst, dann stelle sie, weil der eigentliche, also ich bin ein Bilder, also so viel Action ist nicht hier zu erwarten, außer dass ich ab und zu mal wahrscheinlich sabotiert werde von Leuten, die AI, also die künstliche Intelligenzverteidigung, auskundschaften und dann Lücken sehen, wo sie mich dann, von der sie mich dann auch angreifen können. Aber ansonsten wird hier nicht so viel Action passieren. Also mein Hauptanliegen ist, dass die deutsche Community jetzt davon Wind bekommt, dass das Spiel jetzt released ist mit 1.0 nach 5 Jahren und dass wir dann noch mehr Spieler hier reinkriegen in das Spiel. Wir haben momentan, die Spielergemeinschaft besteht so zu 80% aus Amerikanern und Kanadiern und Australiern und Engländern, Briten. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir in Europa noch mal ein bisschen nachrücken würden. Schade. Das tut mir schon ein bisschen in der Seele weh, aber normalerweise sieht das ganze Gewirr aus Stacheldraht besser aus. Durch das neue Update ist hier irgendwie ein kleiner Fehler, Glitch reingekommen, der dafür sorgt, dass hier diese komischen Lücken sind. Das war sonst bündig im letzten Update noch. Oh, was ist das denn? War das gerade auch so ein kleiner Glitch hier? Das ist natürlich schade, weil so welche grafischen Veränderungen fallen mir sofort auf. Vorher, nachher. Und missfällt mir ein bisschen hier. Also normalerweise ist das hier alles, die sind verbunden. Man sieht es nur nicht, dass sie verbunden sind. Das ist also ein grafischer Glitch. Schade. Aber so ist es halt. Das Spiel wird von einem kleinen Indie-Team programmiert, die sich wirklich den Piep-Piep aufreißen, damit das hier gut bleibt. Und die auch wirklich sehr viel Kritik kriegen, auch von mir. Ich habe sehr oft wutentbrannte, ähm, leider nicht mit einem Tag Wartezeit verbundene Posts an die Entwickler gerichtet, weil sie dann wieder irgendwas versehentlich kaputt gefixt haben. Und das tut mir auch wirklich leid, aber es ist halt, wie es ist. Das Leben ist wie ein Holzzaun. Ähm, wenn man dann emotional wird und dann einen Nagel in den Zaun schlägt, dann kann man hinterher schön den Nagel wieder rausziehen aus dem Zaun, also den verursachten Schaden versuchen zu beheben, aber selbst wenn man den Nagel aus dem Zaun wieder rausholt, das Loch, das der Nagel geschlagen hat, bleibt. Und so ist es auch hier mit meiner ganzen Kritik und meinen Ausfällen, die ich hatte. Die bleiben auch, sind auch alle dokumentiert irgendwo in Discord. Das Spiel hat ja einen Discord, wo man dann so interagieren kann mit den Entwicklern. So, jetzt die Frage ist, habe ich das jetzt eigentlich abgeschlossen? Das... Nein, habe ich nicht. Das ist krass. Das ist natürlich ein weiterer Beweis dafür, dass das, was ich letztens gelesen habe, stimmt. Multitasking bei Männern insbesondere funktioniert nicht. Frauen sind tatsächlich ein bisschen besser im Multitasking, sogar sehr viel besser als Männer. Aber insgesamt hat die Studie herausgefunden, dass es unwahr ist. Multitasking sorgt immer dafür, dass jeglicher Task, also jede Aufgabe, die man gleichzeitig macht, dadurch leidet. Oh, das Geräusch ist übrigens die AI, die schießt, denke ich, oder? Nee, oder? Das könnte aber auch. Kann ich mich irren? Ja gut, ich habe nicht den Originalton. Nee, das ist tatsächlich die AI, ja. Ich habe den nicht wirklich viel verletzt. Also es war wirklich minimaler Schaden. Aber es hat ihn natürlich jetzt ein bisschen verängstigt. Und ja, leider hat es ihn auch in eine Position gebracht, in der er zu nah an unsere AI gekommen ist. Ja, das hat ihn jetzt umgebracht, mehr oder weniger indirekt.
kann doch nicht so schwer sein, komm schon. Ja, leider ist mein Soldat genau wie ich. Dadurch, dass ich wohl nur hauptsächlich mit ihm baue, ist er wirklich unfähig im Waffenumgang. Ich kann mich noch so anstrengen. Es gibt wohl einen indirekten Einfluss drauf. Nein, das ist Schwachsinn. Ist einfach nur, ich habe einfach nur kein Glück gerade. Jeder Soldat hat die gleichen Stats und ich bin einfach nur, wenn es um das Bekämpfen von Feinden geht, habe ich irgendwie nie den Papst in der Tasche. Ja. Aber im Endeffekt habe ich ja auch nur diese Position eingenommen. Ich wollte nur Druck ausüben auf den Feind, weil die Treffer, die ich verursache, sind minimal. Oh, da fällt mir ein, dass ich ja eigentlich in der Lage bin, den zu retten. Hello, my friend. You don't die today, because I have stuff in the backline for you to keep you safe. So, ich werde dich jetzt retten, weil ich gerade Bock habe, dich zu retten. Warte mal. How many seconds do you have left? 8. 8 is enough. 8 is enough. 8 is enough. Damn. I was too slow. Jetzt bin ich natürlich irgendwie schon ein bisschen traurig, also, weil das genau eine Sekunde gefehlt hat. Und die natürlich wieder aufgrund meiner Langsamkeit zusammenkam. Das nächste Mal habe ich das Ding einfach dabei. Ja, es ist zwar nur ein Spiel, aber irgendwie bewegt mich das immer, weil, keine Ahnung warum. Das war auch blöd mit dem Einsteigen gerade, er hat mich vertippt. Falsche Taste gedrückt. Ja, selbst ich habe den sogenannten Skill Issue, also ich habe ab und zu mal mangelhafte Fähigkeiten, also eine gewisse Unfähigkeit kommt auch bei mir zutage hier und da. Aber so ist es halt, das ist die Tagesform, ne? Ja, sorry, dass ich den Chat nicht so wirklich zeitnah begutachte, aber ich habe auf jeden Fall gelesen. Ja, die Änderungen, es gibt unglaublich viele gute Änderungen gerade. Also bisher hat mir jede Änderung gefallen. Ich bin mal gespannt, wann ich auf die erste Änderung treffe, die mich richtig verärgert. Ähm, Spieleklecks, hast du eine Ahnung, wie man Teer herstellt? Also Teer für Straßen und Teer für die Grundplattform? Weil da bin ich jetzt gerade noch nicht so richtig drauf gekommen. Also wenn du da vielleicht schon eine Ahnung hast, dann kannst du es auch. Wie gesagt, ich habe Ahnung von allem vor 1.0 und da habe ich meine Spielestunden drin. In der Raffinerie muss ich Kohle umgewandelt. Ja gut, das ist perfekt. Das ist perfekt, Spieleklecks, weil ich habe das eigentlich auch schon vorbereitet. Hast du vielleicht auch gerade gesehen, als ich mal zu meinem Truck gewuselt bin. Hier, da, Kohle. Das heißt, ich muss damit zu einer Raffinerie und daraus kriege ich dann den Teer. Hm. Gibt's nur ein Problem, ne? Du siehst das Problem wahrscheinlich auch. Ich bin in meiner Heimatregion, Lochmoor, die dümmste Region, wenn es um Verteidigung geht, weil es ist alles offen. Alles offene Flächen. Sollten sich nur ein paar Worden, 10 Stück, zusammentun und uns mit 2 Bargen, also 2 Lastkähnen, da oder da oder da oder da landen, dann wäre diese Region schon völlig überlastet.
weil wir nämlich gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, wir wären genauso viele Verteidiger nur. Oh, hat dieser Private tatsächlich seine Sachen noch nicht abgeholt? Ist aber echt schade. Ich möchte nicht, dass seine Sachen ihn vergammeln. Ach, das war kein Private, das war ein No-Name. Hat er vielleicht sogar auch seinen Spawn nicht gesetzt und ist deswegen nicht wieder erschienen? Ja, das passiert, ne? Ja, worauf ich hinaus wollte, Lochmoor hat unglaublich viele freie Flächen und zudem keine Raffinerie. Wo ist denn die nächste? Foundry, ja, natürlich. Manchmal haben die Entwickler da rumgetrollt und haben die nicht gesetzt. Hey, Vex, Worth. Okay, you need healing. You need healing. I can heal you up. I can heal you up, Worths. I can't really spell your name. Damn. Works. Okay, you're good again. Yes. Ja, ich habe ihm einfach nur gesagt, dass er Heilung braucht und dass ich ihn auch heilen werde. Ja, Spieleklecks, wie gut ist dein Englisch? Weil man braucht wirklich nicht viel Englisch, um hier klarzukommen in dem Spiel. Reicht wirklich so eine Art Basis-Englisch. Ja, weiter Weg. Nee, das ist. Ich wette, ich bin jetzt total neugierig. Dank dir bin ich jetzt auch total motiviert. Ähm, Ich habe aber nicht das Gefühl, dass diese Front irgendwie in Gefahr ist. In Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt schon alle Fahrzeuge grün gemacht habe. Ja gut, da unten sind noch ein paar mehr, aber mein innerer Autist ist jetzt schon ein bisschen beruhigt. 2 Dinge werde ich versuchen zu besorgen. Mehr Material, um die Leute hier zusammenzuflicken. Ja, die Schusswechsel, also hier die vereinzelten Schüsschen da, ach Gott, das ist ein bisschen hier. Die Hälfte von den Schüssen trifft eh nicht. Aber dank dir habe ich jetzt gerade voll Bock, das auszuprobieren. Und mache mich auf mit meiner Kohle zur Raffinerie. Wahrscheinlich ist 100 Kohle gar nicht viel. Also sozusagen lohnt sich der Weg gar nicht mit 100 Kohle, aber ich habe noch auch die Verhältnisse. Ist mir noch nicht klar, wie viel Kohle man sozusagen raffinieren muss, um ausreichend Teer zu bekommen. Das werde ich dann gleich mal checken. Oh, klingt doch schon gut. Auch schriftlich doch gut. Ja, also wer so schreibt, kommt da wahrscheinlich auch problemlos in diesem Spiel mit den ganzen Amerikanern, Australiern, Briten. Klar. Nur ich habe echt Schwierigkeiten, wenn die Franzosen Englisch sprechen oder wenn die Portugiesen, die Brasilianer oder die Spanier Englisch sprechen, dann wird es echt haarig. Oder die Russen, oh Gott, wenn die Russen Englisch sprechen, das ist auch Hammer. Muss man ganz schön sich anstrengen. Also wenn ich nicht verstehe, dann wechsle ich immer auf Local Chat und dann wird halt getippt. Oh Mann, in all den Kriegen. Also dieser umgestürzte Wasserwagen hier, wo sich jetzt in der Nacht der Mond so schön drin reflektiert. Man hat tatsächlich die Entwickler mehrfach angeraunzt, also dass man den entfernt, weil ungefähr jeder Logistikspieler fährt mit seinem Truck in den rein. Und der bleibt auch, der ist permanent, der lässt sich nicht entfernen. In dem Spiel lassen sich nur Büsche entfernen
Und Bäume durch extreme Einwirkungen durch Artilleriefeuer und wahrscheinlich in diesem Update auch durch den Flammenwerfer. Aber so welche Sachen wie dieser umgestürzte ähm, pferdebetriebene Wasserkanister oder diese Wassertonne, die bleiben für immer da liegen und ich erwische mich auch immer selbst dabei, dass ich da rein crashe. Auch die Traktoren lassen sich nicht zerstören, diese etwas angeranzten Traktoren, die hier sind. Nochmal ist so viel offenes Feld, aber ich mag es irgendwie, ja, das ganze Grün zu sehen und auch hier so die Landwirtschaft, die sozusagen vor dem Krieg stattgefunden hat, bevor diese Auseinandersetzung hier stattgefunden hat. Das erinnert mich irgendwie, dass es auch in diesem Spiel Friedenszeiten gab und dass es auch Frieden gibt. Man muss nur stellenweise für diesen Frieden kämpfen. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass sehr viele Deutsche sich jetzt dazu entscheiden, auf die Seite der Warden zu gehen. Also die lieber die Warden spielen. Ich habe das Gefühl, dass wir weniger. Hello. Okay, dass wir weniger deutsche Spieler haben auf der Collie-Seite. Ach, Mann, 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 die sind ja schon wirklich eifrig dabei hier. Sieht ja schon professionell aus, was die hier bauen. Bin nur gespannt. Ja, sorry, da hat es gerade geglitscht. Beziehungsweise eine meiner Festplatten hat eine leichte Macke. Ich muss die mal austauschen. Und die, obwohl die eigentlich gar nicht mit dem Spiel betraut ist, hat die irgendwie gerade das ganze System ein bisschen gefoppt. Könnte sein, dass da gerade ein kleiner Schluck auf war. Ja, also ich wäre auch dafür, dass da noch weitere Optionen ins Spiel reinkommen, die dafür sorgen, dass wir die Bäume wegkriegen. Die Bäume sind nämlich sehr oft im Weg, wenn man seine Basis-Blueprints auslegt. Also ich hoffe wirklich darauf, dass wir die irgendwann mal komplett loswerden. Ja, die Amerikaner, ja, die gehen eigentlich. Aber so richtig Slang, ja doch, es gibt einen, der, der Meister vom Slang. Also der ist auch ein Streamer, ähm, der Mr. Hellscream. Da gibt es auch genug Videos jetzt, die man aktuell nachschauen könnte von ihm. Der hat einen Slang. Also da habe ich auch Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Mr. Hellscream, ja, da kommt mein Englisch auch an seine Grenzen. Und da kann ich eigentlich nur lachen und Ja und Nein sagen. Mehr kommt da fast nicht mehr. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Raffinerie. Und ich habe nicht wirklich geprüft, ob auf der anderen Seite jetzt irgendwie ein Partisan ist, also ein Soldat, der hinter den Linien agiert und der nur darauf wartet, auf dieser Linie hier und da einen Logistiksoldaten aufzumischen. Sollte er mich aufmischen, werde ich versuchen zu fliehen, weil mein Fahrzeug beinhaltet keine wertvollen Gegenstände und sollte ich draufgehen, ist der Stream vorbei. So, der Staff Sergeant hat sich vorgedrängelt. Aber ich bin immer froh, wenn ich hier Gesellschaft habe. Zu zweit kann man doch gegen einen Partisanen noch was ausrichten. So, da haben wir's. Es gibt eine Änderung an der Raffinerie.
Die ist ganz, ganz neu. Hm, Da wurde ein bisschen dran Shadow gepatcht oder gefixt. Früher war das so, da konnte man als Soldat, wenn davor alles Mögliche belegt war, konnte man dann aussteigen und einfach hier von der Seite konnte man die Raffinerie benutzen. Da war so eine Art versteckter Zugangspunkt. Aber der ist jetzt weg. Ja, das stimmt, ja, es liegt auch in der Timezone, da hast du recht, Spieleklecks. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich bin selbst nicht drauf gekommen, dass es wahrscheinlich an der Timezone liegt, dass sie dann halt lieber sich nicht an die Timezone der Amerikaner halten und deswegen dann lieber in der Timezone spielen und die Warden mehr so den europäischen Raum abdecken. Aber ich dachte eigentlich eher, dass die wegen weiß nicht, wegen der Lore oder wegen dem Aussehen der Fahrzeuge oder dass die irgendwie die Mentalität da irgendwie der ansprechender ist von den Warden. Aber hier, zurück zu der Sache, dieser Zugangspunkt ist nicht mehr da. Also mich stört das hier nicht, dass die bei den Collies stellenweise dann man sich an die amerikanische Zeitzone halten muss. Vor allem gebaut werden muss zu jeder Zeit. Und das beweist aber auch, dass ich sehr oft abhängig bin von dem, was ich baue. Also wenn ich dann halt in der Zeitzone unterwegs bin und die Amerikaner sind alle am Schlafen, dann muss ich dann so bauen, dass es sich mehr oder weniger selbst verteidigt, das, was ich baue. Also gestern hat das noch geklappt. Da konnte ich hier, da war dann der neue Zugangspunkt bei der Raffinerie, wo man als Soldat noch rankommt, war hier. Aber irgendwie klappt das jetzt nicht. Schade. Ich muss mich wohl doch anstellen. Es ist wohl oh, na gut, von der Seite geht es eigentlich noch ganz gut. Ne? Also ab hier ist gut. Ja, Soldaten sollten besser von hier das machen. Das ist eine halbwegs sichere Stelle. Gravel, ja, du hast recht. Dankeschön. Das ist das erste Mal, dass ich nachdem das Update jetzt bei mir installiert ist, bei einer Raffinerie sind. Was, die können nicht eingelagert wieso, was? Die können nicht eingelagert werden. Das ist ja schräg. Eine Ressource, die die Raffinerie braucht, um dann zu laufen, also Schrott. Schrott kann eingelagert werden und rausgezogen und verwendet werden, aber Kohle kann nicht eingelagert werden, um dann verwendet zu werden. Interessant. Was, echt? Du findest die Fahrzeuge von du findest die so ein bisschen amerikanisch ausgelegten Fahrzeuge lieber? Das, du magst die Fahrzeuge der Collies lieber? Das ist interessant. CJF. Habe ich schon mal mich mit CJF auseinandergesetzt? Also ich treffe irgendwie meistens in meinen Scharmützeln, wo ich dann auf Tuchfühlung mit den Worten bin, treffe ich auf 82DK. Ähm, Meistens treffe ich auf 82DK. Aber wie groß ist denn dieser deutsche Warden-Clan? 100 Spieler, 200 Spieler? Da. Und gehörst du dazu?
Ja, ja, ich weiß, du bist Warden, ja. Ja. Wie viel seid ihr in den Warden? Ach so, ja, klar. Stimmt. Stimmt, jetzt, ach Gott. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Du bist Warden, ja. Und es gibt einen sehr großen Colonial Clan. Ach, die Jägerforces. Ja gut, wenn die Jägerforces sich so schreiben, dann natürlich. Dann klar. Mit denen habe ich schon sehr oft zusammengearbeitet. Ich glaube, die schreiben sich klein. Der Clan-Text, glaube ich, ist so. Ich denke, der Clan-Tag ist so und nicht so, weil das sieht ja schon fast aus wie JPG. Ja, ich glaube, die schreiben sich in klein. Ja, ja, mit denen habe ich sehr oft zu tun. Die sind sehr gerne mit Panzern unterwegs auch. Ja. Ja, genau, ja, mit denen, klar. Die sind wirklich groß. Danke. Was ich auch ziemlich toll an den Warden finde, ist die Uniform, also die Spezialistenuniform, die ist wirklich sehr hilfreich. Oh, oh, schade, hat er mir das weggeschnappt. Oh, der packt das rein. Oh nein, der packt. Ach du, das ist ja, das ist ja super. Gerade, perfekt. Damit kann ich garantiert mein kleines Problem lösen. Aber ich bin das nicht gewohnt, dass hier diese Gleise sind. Die irritieren mich ein bisschen, weil das erste Mal, dass die Foundry so aussieht, wie sie aussieht jetzt. Oh, stop. Z. Ja, wenn man beinahe jemanden überfährt, am besten Z drücken, dann ist dann das Fahrzeug instant gestoppt. Ähm, Zwar ist das Z schwer zu erreichen auf der deutschen Tastatur. Viel leichter ist es eigentlich, wenn man einen Fullstop machen möchte, Q zu drücken. Aber man sieht schon, dass das Q einen gewissen Nachteil hat. Weil wenn jetzt nur jemand von vorne gerade wieder zur Raffinerie will, bam, tot. Oh, danke. Also nur, also nur das G ist klein, ja, okay. 400 Stück? Boah, krass. Ich dachte die JG, ich dachte echt, die wären maximal 30 oder so. Also da habe ich dann doch die Spieleranzahl ähm, ein bisschen unterschätzt vielleicht, ne? Ja, wie viele Kriege spiele ich jetzt schon am Stück Collie? Ich glaube 10 oder so. 10 Kriege am Stück. Ja, Spieleklecks, wie lange bist du dabei? Wie lange, wie viele Kriege hast du schon hier mitgemacht und unterstützt? Muss ja nicht komplett von Tag eins bis zum letzten Tag. So, sicher ist sicher. Kein Warden auf der Straße. Wenn du natürlich auch schon deine 1000 bis 3000 Stunden in dem Spiel hast, dann brauche ich dir wahrscheinlich keine Tipps mehr zu geben. Ja, das ist immer so ein bisschen glitschig, wenn man über die Gleise fährt, von der Straße aus. Also, ich muss zugeben, in all meinen Stunden in dem Spiel habe ich noch nie
eine Langstreckenrakete abgeschossen. Und ich war noch nie Spotter für eine Langstreckenrakete. Ich habe lediglich Spotter, also die Leute, die dann für mehrere Minuten auf ein Ziel halten müssen und die sich nicht bewegen dürfen, die habe ich nur verteidigt. Oder, oder ich habe denen hier und da mal mit der Schaufel einen T2-Bunker gegraben und sie dann eingemauert in dem T2-Bunker. Da waren die dann zusammen mit einem Medic drin eingemauert und mit ausreichend vielen Gasmaskenfiltern. Das verhindert natürlich auch dann bei einem Schneesturm, dass der Spotter einfriert und dann plötzlich zu einem Bug führt, der irgendwie sehr viel Ärger in der Community ausgelöst hat, wie im letzten Krieg stattgefunden, wo der Spotter erfroren ist und trotzdem die Rakete aktiviert wurde. Also selbst ich mit all meinen Stunden im Spiel habe Bereiche des Spiels noch nicht erfassen können. Ja, 400 Stunden ist schon, das ist schon, 400 Stunden ist schon viel. Warte, welchen Rang hast du wahrscheinlich dann mit 400 Stunden? Sollte es eigentlich schon Second Lieutenant sein, würde ich sagen. Mit 400 Stunden. Ist nur eine Schätzung. Ist nur eine, ja, 4 Jahre. Ja, das 4 Jahre ist. Dann bist du definitiv ein treuer Foxhole-Fan. Immer wieder reinschauen, wie es dem Spiel geht und wie es sich entwickelt. Das ist ein treuer Fan. So, ich kann, soweit ich das jetzt hier so verstanden habe, aber mit dem Teer nichts anfangen ohne ein Baufahrzeug. Und ich gehe davon aus, dass sich kein Baufahrzeug in dem Seehafen befindet. Es befindet sich auch kein Baufahrzeug in der Nähe. Es befindet sich aber genügend Baumaterial im Seehafen, um ein Baufahrzeug zu bauen. Das lasse ich aber drin, weil ich feststelle, dass ich selbst vorbereitet bin. Ja, Minen, Minen. Ach, Minen, hallo. Warum sollte ich jetzt schon Minen legen? Es gibt überhaupt keine Fahrzeuge, die momentan Minen auslösen. Das wäre nur kosmetisch und würde nur die Verteidiger verwirren oder vielleicht sogar die eigenen Leute verwirren, weil sie sich dann nicht trauen, da drüber zu fahren. Also irgendwelche Anfänger-Truck-Logistiker würden dann denken, oh nein, da liegt eine Mine. Nee, ich lasse die Finger von den Minen, auch wenn ich irgendwie mal Bock habe, die zu legen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Spieleklecks Second Lieutenant ist. Vielleicht sogar schon Lieutenant. Mit 400 Stunden. Also Offizierkadett ist man, denke ich mal, schon mit 200 Stunden oder so. Das war noch einfach, in den Rängen zu steigen in den ersten 1000 Stunden. Gucken, wie geht's eigentlich der Fabrik? Ich könnte noch ein paar Sandsäcke gebrauchen. Oh, Scherz. Schön, schön, schön. Oh, guck mal da, eine Granate, so wie du sie kennst. Ich mag ehrlich, also es ist witzig. Ähm, die Warden wollen die Boomerstone-Granate und ich möchte eigentlich die Warden-Granate. Ich würde ganz gerne tauschen, ehrlich gesagt. Ich mag eine Granate lieber, die sofort den Gegner downt und nicht diese schwache Granate, die erstmal zur Blutung führt. Weil wenn ich nämlich einen Trench mit einer von euren Granaten, also eine Warden-Granate, dann cleare, kann ich direkt danach plündern. Während ich mit unserer Granate, der Collie-Granate, müsste ich dann erstmal warten, bis diejenigen dann verbluten. Und wenn sie gerade bluten, könnten sie, während sie bluten, mich noch tot punchen. Also um einzelne Trenches zu clearen,
zu säubern, würde ich jederzeit immer eine Bordengranate nehmen dafür. So. Ich möchte gern Sandsäcke. Ich liebe es, mit Sandsäcken irgendwelche komischen Sandsackfestungen zu bauen. Ich mag aber auch, oh, das geht aber echt super schnell. Wann geht das schnell, so eine Kiste zu produzieren? Ich habe testweise jetzt noch nur eine gemacht, aber jetzt bin ich natürlich neugierig. 32 Sekunden. Das ist nix. Das ist gar nichts. Das ist so viel angenehmer, weil so oft habe ich mich in dem letzten Krieg dabei erwischt. Ah, okay. Wie keine Commons geerntet. Hallo? Also, du klingst wie jemand, der sehr supportive ist. Kann doch nicht sein, dass man dann keine Commons kriegt. Also wirklich keine Belobigungen. Ja, leider bin ich jetzt gerade Collie und kann dich nicht belobigen. Aber ich habe mich so oft darüber geärgert, dass ich eine ganze Palette mit 100 Mausklicks, auch wenn ich einen Autoklicker habe, mit 100 Mausklicks, das ist Lebenszeit, 100 Mal auf etwas zu klicken oder zu warten, bis es fertig ist. Ich habe mich so oft erwischt, dass ich eigentlich gar nicht eine ganze Palette Sandsäcke brauchte, sondern nur 5. Und 5 Sandsäcke, oh, was ist das denn? Ja gut, das ist ein Übersetzungsfehler, der leider momentan, den wir noch nicht ausmerzen konnten. Also wir, das Übersetzungsteam, ich bin ja Teil des deutschen Übersetzungsteams. Wir konnten immer noch nicht ausmerzen, dass bei der Mehrzahl ein N dran gepackt wird. Sandsacken. Also eigentlich ist es so, dass das im Englischen wohl ein S ist, das dann dran gehangen wird, aber in allen anderen Sprachen ist das irgendwie von den Entwicklern so schräg gemacht, dass da ein N dran kommt. So haben wir jetzt momentan immer im Deutschen das Problem, wenn irgendwas mehrzahlig auftritt, dass da ein N dran hängt. Hier steht also eine Kiste mit 5 Sandsacken. Sandsacken. Tja, es ist nicht so einfach, das zu korrigieren, weil die Engine das irgendwie nicht hergibt, so wie sie momentan das eingerichtet haben. Auch hier eine Kiste mit 40 7,62 Millimeter. Das ist überall der Fehler. Oder hier, eine Kiste mit 10 Soldaten Ausrüstungen. Leider konnten wir, das Übersetzungsteam, noch nicht die Entwickler dahingehend, aber ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum, dass das ausgemerzt wird. Das ist ein bisschen albern. So. Aber es ist so schön, dass man jetzt so schnell an Sandsack bekommt. Und es ist auch so toll, dass wir in Lochmoor so eine Fabrik dafür haben. Sehr cool. Also ich hoffe, dass ihr die Worden, also im Spieleklecks, dass deine Fraktion ähm, Lochmoor nicht so schnell platt macht, weil ich würde ganz gerne noch ein bisschen bauen hier. Außerdem muss ich auch ganz, ganz dringend, ähm, nicht aufs Klo, nein, ich muss ganz dringend checken, ob die Entwickler es tatsächlich gewagt haben, etwas zu entfernen aus dieser Region. Hast du eine Idee, was ich meine? Mit 400 Stunden im Spiel hast du schon mal Kontakt gehabt zu den Dingen, die eigentlich exklusiv in der Region Loch Moor sind, in der Region Umbrel Wildwood, in der Region The Drowned Vale, in der Region Marble Hollow, in der Region Callahan's Passage und in der Region Linn of Mercy. In jedem dieser einzelnen Hexes, in Regionen, gab es immer eine Besonderheit. Und zwar in denen jeweils einzeln. Also hier gab es eine, hier gab es eine, hier gab es eine Besonderheit, hier gab es eine Besonderheit, hier gab es eine Besonderheit und da gab es eine Besonderheit. Und in Deadlands gab es sogar 2 Besonderheiten. Nämlich eine hier in diesem Fels, in diesem Berg eingemeißelt und hier in diesem Fels eingemeißelt. Gab es eine Besonderheit und in Loch Moor ist es hier eingemeißelt gewesen, weil ich habe nur Gerüchte gehört, dass die Entwickler es tatsächlich gewagt haben. Ach welcher Mod das ist? Ja, das ist, mit dem Mod. Ich weiß gar nicht, ob ich die Erlaubnis habe, den zu benutzen.
Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Ich weiß gar nicht, ob ich dem Menschen, der diesen Mod gemacht hat, nicht vielleicht irgendwie was schulde. Ähm, ja, ich poste nachher, wenn ich das Video nachher in Twitch reinpacke, poste ich auf jeden Fall auch den Link zu dem Mod. Aber ich kann da mal kurz nachgucken, wie der heißt. Also zumindest die Datei. Vielleicht hat der Mod-Entwickler auch die Datei soweit sichtbar auf seiner Website, dass das bei Google direkt gefunden wird. Warte, ich suche das mir eben raus. Für dich. Ich denke mal, die Zeit haben wir. Mm. Und danach machen wir uns dann auf zu diesem Ort hier. Ich möchte hier hin. Ich möchte hier hin. Da möchte ich hin. Da ist nämlich etwas, das eigentlich meine eigentliche Heimat in dieser Region ist. Der Relic Vault ist angeblich von den Devs. Meistens reicht es dann nicht mehr. Mehr kann man nicht schreiben. Entfernt worden. Angeblich. Angeblich. Wenn die das gemacht haben, dann kriege ich wahrscheinlich gleich so einen gewissen Anfall. Weil mich das dann sehr traurig macht. In der Zwischenzeit werde ich mal kurz wohin gehen. Ich muss dringend mehr Wasser haben hier, weil ich habe irgendwie ein bisschen Halsprobleme heute. Und jetzt kommt natürlich das zum Tragen, was ein Baumeister, Bob den Baumeister ausmacht. Und zwar der maledeute Autoklicker. Ich weiß nicht, benutzt du auch einen Autoklicker? So, eigentlich kann man das Spiel auch nicht ohne Autoklicker aushalten. Ich bin gleich wieder für euch da. Dann werde ich erstmal in dieses Baufahrzeug, das Baufahrzeug wird hier stehen bleiben. Das verschiebe ich, die Aktion. Ich werde das Baufahrzeug hier gefüllt mit Teer, mit Gravel hier stehen lassen. Und dann werde ich erstmal mit dem ziemlich schnellen Truck, weil der halbwegs leer ist, werde ich dann auskundschaften, ob die Entwickler es tatsächlich gewagt haben, das Heiligste aus dieser Region, aus diesem Hex zu entfernen, nämlich mein Relic Vault. Krass. Man kann ja sozusagen die Uhr danach stellen, ne? So, gut, das wäre erledigt. Jetzt kommt erstmal das Wichtigere, nämlich dir den Namen zu verraten von dem Mod, den ich hier habe. Schauen wir mal. Ja, das macht wirklich alles hilfreicher. Du siehst sofort, was du brauchst. Wenn du Munition brauchst, ist es blau. Wenn du Heilung brauchst, ist es grün. Und wenn du wenn du ein bisschen nach Suchen
bis nach Schnipseln von Refined Material, dann sind die golden. Also super gut zu sehen. Common, Foxhole, War, Content. Nein, das war's nicht. Engine, Content. Was war's noch? Ja, genau. Es war unter Steam, Steam Apps, Common, Foxhole, War. Das sind jeweils die Ordner. Dann Content und dann unter Packs. Mhm. Ja, der hat, die fangen alle gleich an. Ich glaube, das Spiel möchte auch, dass sie so anfangen. Diese Dateien fangen alle mit dem Namen War und Bindestrich Windows No Editor an, okay. Aber ich denke mal, du wirst, wenn du das bei Google eingibst, findest du das. Ja, hol dir mal schnell einen Kaffee, klar. Ach so, ich Trottel, habe das Wasser in der Küche stehen lassen. Muss ich tatsächlich nochmal. Naja, hier ist der Link. Also ich hoffe, du findest das darunter. Das ist auch die Version 3.0 von diesem Menschen, der das gemacht hat. So, zurück zum Thema. Ich bin nämlich total neugierig. Haben die Entwickler es tatsächlich gewagt, mein Allerheiligstes aus diesem Spiel zu entfernen? Das ist nämlich so ungefähr so wie für die Panzerspieler, als die Entwickler den Battle Tank aus dem Spiel rausgenommen haben. Es ist jetzt wahrscheinlich für mich gleich genau das gleiche Drama, wenn die mir meine Relic Walls weggemacht haben. Das sind nämlich in den Fels gehauene Fahrzeuglager, in denen man Fahrzeuge packen kann, die dort, die man ansonsten nicht in einen Seaport oder in ein Storage Depot, in ein Lagerdepot packen kann. Außerdem normalerweise diese öffentlichen Fahrzeuge, die man doch gerne für sich greifbar haben möchte, die muss man normalerweise sehr mühselig ähm, gegen Partisanen und gegen Raubzüge von Überfallkommandos sichern, und zwar 360 Grad. Also eine Bunkerbasis muss mehr oder weniger die Fahrzeuge umschließen, damit die sicher sind. Und diese sogenannten Relic Walls aus vergangener Zeit, als es in dem Spiel noch ein paar andere Ziele gab, die sind wie gesagt ach, wie süß. Das ist ja total putzig. Die sind in den Fels gehauen, in den Steinen eines Berges zum Beispiel, waren sie. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt gleich Tränen weinen werde. Ich bin kurz davor, vor den nackten Tatsachen zu stehen, weil ich glaube, es ist tatsächlich wahr. Es ist nicht mehr da. Ich lenke mich jetzt fast schon davon ab, vor dieser traurigen Sache, die jetzt gleich passieren wird. Das ist das erste Mal, dass ich die Dinger verwende. Das ist ja total putzig. Mann, sind die putzig! Ja. Auch der Sound, oh, ist das cool. Mann, Kohle. Kohle. Hä? Hä? Das Ding fährt mit Kohle und transportiert Kohle. Interessant, ja, schön. Ist ja nichts Neues. Ich fahre mit Diesel und transportiere Diesel, ja. Hallo? Warum feiere ich das gerade so? Okay, und wieso tue ich mir eigentlich immer wieder in all der Zeit, habe ich mir das angetan, mit einem Truck hier im Schneckentempo zu meinem Relic Wall zu fahren? Warum tue ich mir das an? Ich kann doch einfach aussteigen und rennen. Außerdem werde ich sowieso nichts vorfinden, weil sie haben es garantiert gemacht. Sie haben es tatsächlich bestimmt gemacht. Es gibt keine Relic Walls mehr.
Wenn du wissen willst, was Relic Walls sind, auf dem Foxhole-Wiki, auf der Foxhole-Wiki-Seite, ich habe es gerade schon gesehen, ist nicht mehr da. Ich brauchte nur diese kleine Ecke zu sehen, um zu sehen. Oh, warte, warte, warte. Warte, nee, der ist noch da. Der ist noch da. Er ist noch da. Die Gerüchte sind nicht wahr. Meine Walls sind noch da. Die Gerüchte sind nicht wahr. Die Gerüchte sind nicht wahr. Ich bin jetzt gerade, also ich war jetzt schon darauf eingestellt, dass die nicht mehr da sind. Warum hier liebe ich diese Walls so? Weil man kann einfach hier direkt vor der Haustür, hier, ähm, aktuell natürlich nicht. Also ich habe kein Baufahrzeug, aber normalerweise kann man mit einem Baufahrzeug direkt hier vor ähm, ein Tor bauen. Und wenn dieses Tor dann hinterher auf Stufe 3 ist, dann braucht man dafür dann irgendwie drei Satchels, um das Tor aufzubrechen. Und das ist schon eine Menge Aufwand für so ein blödes Tor. Und da drin ist dann erstmal alles sicher. Außerdem kann man auch direkt hier vor eine Bunkerbasis bauen, die sozusagen ihren Parkplatz im Fels hat. Und dieser Fels hier ist absolut bombensicher. Selbst das kann ich glaube ich gar nicht behaupten. Ich wollte gerade behaupten, dass selbst eine Langstreckenrakete den Fahrzeugen hier drin nichts ausmachen würde, aber das habe ich nie getestet. Und es kam nie vor, dass eine Langstreckenrakete in der Nähe eines Relic Walls detoniert ist. Aber, Entschuldigung, das war wahrscheinlich gerade ein bisschen laut, mein Aber. Ich wollte euch nicht die Ohren irgendwie zukraxen. Mm, Aber hier können noch so viele Storm Cannons draufballern, auch die Eisenbahngeschütze sind Storm Cannons in der Hinsicht. Nichts passiert hier. Alles hier drin ist sicher. Es gibt nur einen Flaw, also einen Haken. Da drin ist es nicht warm. Das bedeutet, Fahrzeuge, die man da drin parkt, werden einfrieren, wenn ein Wintersturm kommt. Und Fahrzeuge, die da drin eingefroren sind, lassen sich nicht mehr bewegen, bis der Schneesturm vorbei ist. Wenn man dort seine Fahrzeuge lagert, muss man warten, bis der Sturm vorbei ist, denn man kann auch kein Lagerfeuer da drin bauen, also um die dann wieder aufzutauen. Aber hier kommt 1.0 ins Spiel. Hä? Wo ist denn das Lagerfeuer? Lagerfeuer? Wo ist das Lagerfeuer? Was? Da muss ich mal mit der ganzen Welt sprechen, wie es aussieht. Just noticed, just noticed, um, that the campfire ist nicht mehr Teil, is no longer part. Just noticed that the campfire is no longer part. Gerade bemerkt, dass das Campfire, also das Lagerfeuer, nicht mehr Teil des Bildermenüs ist, des Baumenüs. Right, richtig. Oder irre ich mich? Ich muss mal kurz mit der gesamten Welt darüber quatschen, was das soll. Das ist ja echt schräg. Haben die das vergessen? Third Tab? War doch gerade im dritten Tab. Ah. Ach Gott, ich war blind.
Okay. I need more Kaffee. Ich brauche mehr Kaffee. Ja, Gott sei Dank, ja. Gut. Shit. Wieder mal hier ein Skill-Issue. Aber ich zeige das mal eben kurz. Dieser Relic Vault ist noch so sicher. Noch so toll. Aber hier kommt der 1.0 ins Spiel. Ne? Ich sagte ja, man kann da drin kein Lagerfeuer bauen. Hier, bam, geht nicht mehr. Aber hier kommt 1.0 ins Spiel, weil du kannst einfach mit einem Flammenwerfer hier reingehen. Und Flammenwerfer können Fahrzeuge auftauen. Das bedeutet aber auch, dass der Aufwand jetzt natürlich enorm ist für Feinde, wenn die so ein Lager aufbrechen. Die müssen nämlich nicht nur das Tor hier einbrechen, wenn ein Schneesturm ist, mit Sprengladung. Die müssen dann auch noch einen Flammenwerfer mitbringen, damit sie dann die Fahrzeuge, die da drin sind, auch wirklich klauen können. Nicht nur eine Wrench, sondern noch einen Flammenwerfer und explosive Ladung und all das muss irgendwie in einen kleinen Überfalltrupp mit einem Jeep passen. Also es bleibt dabei, die Relic Vaults, die Relikt, was ist nochmal ein Vault? Also eigentlich ein Vault ist ja auch so eine Art Bunker, ne? Also deutsche Übersetzung für ein Vault. Luftschutzbunker, keine Ahnung. Untergrundgebäude. Davon gibt es dann scheinbar doch noch alle. Alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oder? Oder waren es 8? Gucken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Das waren 8. Wie komme ich denn auf 7? So, ja, das wäre dann gelöst. Ich bin sehr glücklich gerade. Aber ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick, was eigentlich da oben passiert. Es ist sehr ruhig da oben. Das freut mich. Die Warden-Spieler haben scheinbar eingesehen, dass es irgendwie so ein bisschen ist wie mit dem Kopf gegen die Wand laufen hier. Aber ich erwähne nochmal, wie einfach es ist, einfach mit 2 Bargen hier absolutes Chaos anzurichten. Soll natürlich jetzt nicht motivieren, das zu tun. Aber ich mag es halt, eine Herausforderung zu begegnen. Auch bei Quick Response, also bei einer Quick Response Force, einer Streitmacht, die dazu da ist, sofort auf jegliche Gefahr zu reagieren. So. Ich war doch schon bei 77% mit dem ganzen Kram hier. Wie sieht es eigentlich mit Decay aus? Also wir sind ja ganz jung in dem Krieg. Ich vermute mal, selbst wenn wir nirgendwo GS drin haben, also keine Garnisons-Supplies, keine Garnisonsvorräte, wird das Ding nicht so schnell vergammeln. Gravel. Ja. Wenn Gravel übrig ist, nehme ich Gravel mit. Das sieht ein bisschen schräg aus hier mit dem Kabel da dran. So, das Ding irgendwie produziert GS. Das ist echt schräg. Aber es ist wahrscheinlich so eine Art Notlösung, die Entwickler jetzt gemacht haben. Ja, das ist ja schön, aber die Beschreibung ist nicht richtig. Also die Beschreibung von Garnisonsvorräten ist richtig, aber die Entwickler hätten dafür eine Sonderbeschreibung machen müssen, nämlich in der Art, dass das Gebäude hier nur das am Leben erhält, was zu einer Facility gehört, also zu einer Fabrikanlage. Und der Text ist immer noch allgemeingültig, dass es alles am Leben erhält, vor dem Verschleiß bewahrt. Ja, du hast eine Kleinigkeit verpasst. Ich bin gerade zu dem
Ort gelaufen, wo ich vermutet habe, dass die Entwickler mir meine Relic Walls weggenommen haben. Also die Bereiche, wo man vor Langstreckengeschützen wie den Storm Cannons, 300 mm Storm Cannons, seine Fahrzeuge sicher abstellen kann. Und habe festgestellt, ja, diese Walls sind noch da. Dann habe ich darüber philosophiert, dass damals in den Versionen des Spiels vor 1.0 man dort seine Fahrzeuge nicht benutzen konnte im Schneesturm. Weil sollte man wirklich diese in den Stein gemeißelten, in den Fels gehauenen Bunker, Fahrzeugbunker, ich nenne das Ding mal Fahrzeugbunker, sollte man die verwendet haben, dann sind natürlich da alle Fahrzeuge eingefroren und man konnte in dieser Struktur leider selbst keine ähm, Lagerfeuer errichten. Das habe ich auch gerade. Ich habe erst mal vorhin schockiert. Ich dachte erstmal, man könnte keine Lagerfeuer mehr bauen. Die Entwickler hätten die entfernt, weil wir jetzt Flammenwerfer haben. Aber ich habe die einfach nur im dritten Tab im Baumenü übersehen. Ja, bin halt nicht unfehlbar, bin auch schon ein bisschen eingerostet hier und da. So, und da habe ich darüber philosophiert, dass man halt dann seine Fahrzeuge, wenn die hier drin sicher stehen, aber eingefroren sind, dass man die nicht auftauen kann, wenn man kein Lagerfeuer hier drin bauen kann. Und dann kam ich dazu, dass ja mit 1.0 die Flammenwerfer kommen. Und mit Flammenwerfern kann man das Problem beheben und alles auftauen. Das hast du verpasst, ja. Das war die kurze Zusammenfassung davon. Und jetzt bin ich erstmal glücklich, dass die Dinger noch da sind. Bin zudem irgendwie glücklich, wie ruhig und friedvoll es hier in Lochmoor gerade ist. Ich habe noch nicht einen einzigen Hitpoint an Lebensenergie verloren. Ich werde jetzt nur in kurz mal eben oben die Sandsäcke delivern. Also abliefern. Und vielleicht ein paar Beamels abliefern und dann mal nach dem Rechten sehen, ist ja Tag. Hat man ja genug Sichtweite. Wir haben auch noch Tag für die nächsten. Moment. Wir haben ungefähr noch 13 Minuten haben wir noch Tag. Oh, hier ist diese Wasserpumpe, okay. Ich finde das schön, wie diese Stromleitungen so im Wind wippen. Mir gefällt das also ganz gut, wie das aussieht. Hey, Officer Cadet Honey Badger. Warum nicht einfach mal Hallo sagen? Ist doch einfach freundlich. So. Oder ist mein Mikrofon? Ne, mein Mikrofon funktioniert. Ja. Keine Geräusche, keine Gewehrschüsse. Nur ein Warden auf der Brücke, der auskundschaftet. Ein einzelner kleiner Warden. Ich werde ihn mal kurz verschrecken, damit er nicht glaubt, dass hier kein Mensch mehr ist. Ich werde nochmal sicherheitshalber meinen Spawn. Oh, hey, I can heal you up. Thanks, man. Yeah, just a sec. I'm slow. Yeah, I'm just the last dude out here building a little up, so. Yeah, you are godsend. We need every builder here. Whoop. Seit wann kommt denn das Geräusch? Thank you. Interesting. I got the punch sound when I healed you. I got this sound when you punch. That was irritating. I leave the medkit here. Alright, man. So,
So, dann haben wir es. Ja, er wurde wohl angeschossen, während der Sandsäcke platziert hat. Ah, da fällt mir ein, die taktische Kamera. Ja, sieht doch gut aus. Ich hoffe, Spieleklecks, du nutzt das jetzt nicht für die Wardens. Ja, ich finde die Eisenbahngeschütze auch bedenklich, vor allem die Art und Weise, wie die betrieben werden mit irgend so einem komischen, mit einer Materialie, also mit etwas, was man aus Petrol raffiniert. Ich finde das komisch. Die hätten das so machen müssen. Das Eisenbahngeschütz, sie hätten das anders lösen müssen. Das Eisenbahngeschütz ist ohne Strom nicht zu benutzen. Um das Eisenbahngeschütz an der Stelle, wo es positioniert ist, zu benutzen, müsste man vorher Generatoren setzen und dann die Generatoren mit den Stromkabelmästen mit dem Stromgestütz verbinden. So hätten die das lösen sollen. Aber dass da irgendwie so eine komische Liquid-Flüssigkeit in diesem Eisenbahngeschütz drin ist, von dem das Geschütz bei jedem Schuss zerrt, ist nicht okay. Es fühlt sich nicht immersive an, es fühlt sich nicht glaubhaft an. Es wäre viel glaubhafter, dass man nicht nur das Eisenbahngeschütz erstmal in Position bringen muss mit den passenden Gleisen, sondern dass dann auch kurz noch ein Setup passiert, in der man Stromkabel an die Kanone anschließt. Das hätte mir irgendwie besser gefallen. Was denkst du dazu? Spieleklecks. Ja, finde ich auch gut. Aber man braucht nicht viel, um diese Verteidigungsposition hier auszukundschaften. Da reicht, wie gesagt, ein Motorboot und, und die taktische Kamera und man weiß, wie das hier alles aufgebaut ist bei Tag. Aber hier der arme Helping Hands, der wird sowas von übel immer Stream gesniped. Ich weiß nicht, womit er das verdient. Ich mag Helping Hands, der ist einer von den Guten. Der sollte eigentlich nicht Stream gesniped werden. Aber ich bin es auch wirklich nicht wert, hier, dass man mich Stream sniped gerade. So, sieht ja eigentlich alles sehr gut aus hier. Die Sache mit den Eisenbahngeschützen sehe ich genauso wie du. Ich finde das bedenklich, wie das aktuell gelöst ist. Und jetzt zu der Qualitätssicherung der deutschen Übersetzung. E drücken, um Bunkerbasis zu verwenden. Ja, ist okay. Finde ich gut. Nur die taktische Kamera. Da war ein Rechtschreibfehler drin, den ich habe beheben lassen. Mal gucken. Ach, das ist doch nicht wahr. Ihr hattet doch gesagt, ihr wolltet die bei 1.0 das aktuelle Update der deutschen Version auch einspielen. Habt ihr aber wohl nicht gemacht. Habt ihr nicht gemacht. Hier ist immer noch der Rechtschreibfehler drin. Hier steht immer noch Tatkisch. Ja gut, da steht immer noch Tatkisch. Die werden das schon beheben. Aber hatten sie in dem Projekt, wo wir die deutsche Übersetzung machen, gesagt, dass sie das mit 1.0, naja, egal. Ja, krass, 3000 bis 4500 Soldaten. Eine Stunde zum Nachladen. Ja, das zum Thema Immersion. Das zum Thema Immersion in Foxhole. Also in Foxhole selbst mit Generatoren würde man nicht auf diesen Aufwand kommen. Boah, 3000 Soldaten, krass. Aber das mit dem Nachladen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe auch gelesen, bei den Eisenbahngeschützen, dass nach irgendwie 30 Schuss schon das Rohr von dem Eisenbahngeschütz dermaßen verbogen war, also durch die kinetische Energie und das Gewicht
und die thermische Belastung, dass das Rohr nach 30 Schüssen schon nicht mehr einsatzbereit war von diesen Eisenbahngeschützen. Oh, blaue kleine Blips nähern sich. Und wenn ich möchte nie, also wie gesagt, meine Foxhole-Stunden sind, oh schade, den kann ich leider, glaube ich, nicht retten. Nee, der lauert hier. The guy is here, isn't he? The guy is here waiting for someone to come by, damn it. Wenn ich drauf gehe, bin ich weg. Mein Foxhole-Stundenkonsum ist zu hoch. Um das zu reduzieren, muss ich eine Selbstrestriktion einbauen. In der Art, dass dann sozusagen die Zeit stoppt. Was ist ein anderes gutes deutsches Wort für Selbstrestriktion? Klingt irgendwie so schräg. Selbstsabotage ist es ja nicht. Oder könnte man vielleicht Eigenorganisation nennen? Ich muss mich eine Eigenorganisation ändern, dass ich nicht zu viele Stunden in dieses Spiel packe. Und deswegen diese Sache mit, wenn man in dem Stream stirbt, ist der Stream vorbei. Hier hinter dem Fels ist er. He's behind this rock, careful. Ist er da nicht? He's behind you. Yeah, very good. Da hat mich auch gewundert. Also in der Kamera, hier in der Map war er gerade schon vor ihm und er guckt dann nach Nordosten, während er nicht hinter ihm ist. Ja. Gut, das zu dem Thema. Und wir haben Einbruch der Dunkelheit in ungefähr 2-3 Minuten. It will get dark soon. Prepare for the darkness of the night. In about 3 minutes we have nighttime starting. Prepare for the night. Okay. Ja, dann sind wir soweit hier fertig. Ich muss nur noch die Sachen abliefern. Ich habe gerade gehört, der eine Warden, den sie da jetzt gerade erledigt haben, der war bis oben voll mit Munition. Also wieder leider einer, der halt nicht ein oder zwei Magazine mit an die Front nimmt, sondern gleich 10 und mehr. 4, 13, ja, eigentlich. Sandsäcke sind hier gut. Ich verteile immer die Sachen auf mehrere Basen, falls eine Basis platt geht. So. Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch, dass das Eisenbahngeschütz zudem auch noch was die Munition angeht, wie leicht es ist, das Ding zu laden. Das gefällt mir alles von vorn bis hinten nicht. Um zu verhindern, dass das Eisenbahngeschütz auch zu heftig ist, haben sie nur eine dicke Restriktion eingebaut. Das Eisenbahngeschütz, sozusagen die Stormcannon auf Schienen, ist reduziert auf 500 Meter. Das Eisenbahngeschütz, der kann nicht wie die fest platzierte Stormcannon auf diesen 6er Beton. Ja. 56 Stunden Aufbauzeit. 56 Stunden Aufbauzeit. Ja, im Spiel müsste es dann so sein, dass man für das Deployen einer Eisenbahnkanone mindestens 12 Stunden braucht, damit der Feind auch die Möglichkeit hat, irgendwas dagegen zu machen.
Aber die einzige Restriktion, die bei den Entwicklern durchgekommen ist, dass das Eisenbahngeschütz nur 500 Meter Reichweite hat, während die Stormcam 1000 Meter Reichweite hat. So, wir sind dann erstmal hier fertig. Einbruch der Nacht. Die AI funktioniert. Die Gegner nutzen nicht viel Motorboote, um unsere Verteidigung zu umgehen. Sie nutzen mehr oder weniger die Kopf-durch-die-Wand-Taktik und haben einfach Spaß in einer Art Deathmatch auf der Brücke. Ich nutze das also jetzt aus und werde mich wieder zurück zum Seaport bewegen. Bei der Gelegenheit werde ich mich mal um diese blauen Fahrzeuge hier kümmern. Dazu nehme ich mir mal... Oh mein Gott! Da hat wirklich jemand 350 oder so um den Dreh also Infanterie-Explosivgranaten hier reingetan. Memmons. Boah, das ist ja Overkill. Ansonsten für den Nodji, der irgendwann mal hier vielleicht hängen bleibt, weil er knapp ist mit Sprit, lasse ich dem mal ein bisschen Sprit hier. Außerdem, die Beamets brauche ich jetzt auch nicht mehr, gebe ich wieder zurück. Die Beamets nehme ich hier raus. Ich gehe jetzt nur mal eben den Bereich da unten säubern. 28 Kilometer Reichweite. Es gab eine kleine Ladung und eine große Ladung. Okay. 100 Schüsse. Danke, danke. Also dann hast du gerade da auch nochmal nachrecherchiert. Ich hatte ja gesagt, dass das Rohr nach 30 Schüssen sozusagen durchgenudelt war. Aber 100 Schuss ist ja auch, weiß nicht, reichen 100 Schuss? Wahrscheinlich schon, wenn man bedenkt, was für eine Explosionskraft dahinter steckte, die Shells, die waren, glaube ich, so groß wie ein Auto, oder? Also, nicht wie ein Auto, also groß wie ein Motorrad. Boah, wie groß waren die Shells? Gibt es bestimmt irgendwie historische Fotos, wo ein Mensch vor einer dieser Artillerie-Patronen steht. Achso, ja, hast du den Mod gefunden? Mit Hilfe des Namens? Wenn nicht, dann werde ich den kompletten Link auf die Mod-Seite von dem Mod-Entwickler später an das Video einhängen, sobald ich diesen Stream sozusagen bei Twitch noch als Video angehangen habe. Aber wäre natürlich schön, wenn du jetzt schon erfolgreich den... Was? Oh, das war nur geschätzt mit den 30. Oder vielleicht war es nicht geschätzt, ich habe es tatsächlich mal gelesen und hab mir das gemerkt, aber habe gedacht, ich hätte es nur geschätzt. Achtung, es wäre wahrscheinlich wieder... Ne, diesmal hat es nicht so sehr geglitscht. Ja, eine Frage, Spieleklecks. Warum bist du momentan nicht selbst im Spiel? Die Warden brauchen jeden Mann. So. Schauen wir mal. Ja, ich wollte eigentlich diese blauen Fahrzeuge kaputt machen, aber ich habe entschieden, dass es in der Nacht mir ein bisschen zu gefährlich ist und verschiebe das Zerstören der blauen Fahrzeuge. Trotzdem mein innerer
Autist das verlangt, verschiebe ich auf später, wenn der Tag anbricht in ungefähr 20 Minuten. Ah, okay. Ja gut, das heißt, du chillst gerade, du ruhst dich, du entspannst dich, indem du Foxhole mal auf der anderen Seite siehst. Diesel. Ja, das war natürlich klug von mir, dass ich den Leuten oben dann meinen Diesel gegeben habe, aber das ist ja kein Problem. Ich wechsle einfach hier den Treibstoff und nutze einfach dann hier das Aufteilen des Spritz. Und dann ist der Fehler, dass ich da oben meinen Sprit habe liegen lassen oder für die anderen habe liegen lassen, behoben. Und ich kann jetzt mit meinem Gravel loslegen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt Teer benutze. Das Einzige, was ich bisher von diesem Update verwendet habe, ist, ich habe mit einem Wassereimer einen anderen Spieler nass gemacht und ihn dann ein bisschen geärgert. Endete dann in einem Ghost Punch Wettbewerb, wo wir uns die ganze Zeit Ghost punchen. Das heißt, man haut sich, aber passiert ja nichts. Ja, und das hast du vorhin auch verpasst. Da war eine kleine Eisenbahn, eine von diesen Minenfahrzeugen. Damit bin ich ein bisschen vor und zurück gefahren. Ansonsten habe ich von diesem Update noch nicht viel benutzt. Bin aber auf jeden Fall neugierig auf all die Sachen. Gorgeous. Gorgeous, was meinst du mit Gorgeous? Habe ich jetzt gerade den Zusammenhang nicht. Ja, wie gesagt, ich mache den. Ach, das sind die kleinen Züge. Heißen die auf Deutsch so? Also auf Englisch heißen die Gorgeous. Okay, aber auf Deutsch, ich würde die Minenlokomotive. Ich bin aus dem Ruhrgebiet, ne? Aber ich bin aus Nordrhein-Westfalen und weiß noch nicht mal so die ganzen Namen von den Gorges. Das ist schon fast peinlich, als jemand, der sozusagen im Ruhrpott aufgewachsen ist, dass er nicht mindestens zwei oder drei verschiedene Namen für diese kleinen Minenzüge auf, aufzählen kann. Da. Gebiet blockiert. Hier, Gebiet blockiert. Das heißt, ich kann das Loch gar nicht schließen. Hier ist das so am Rumglitschen an der Stelle. Ich wollte hier das mit Teer füllen. So hatte ich mir das so gedacht. Ich hatte mir gedacht, das würde irgendwie cool aussehen, wenn das hier spielertechnisch korrigiert ist, dieser leichte Map-Glitch. Aber ich kann und darf hier gar nicht bauen. Steht da auch übrigens, wie viel das kostet? 75? 1,75? Krass. Ich könnte mir sozusagen noch nicht mal eins leisten. Das ist aber echt teuer. Ich hätte gedacht, dass ich mit den 73 TR mindestens 4 Stück bauen kann. Und dabei kostet eins schon allein 75. Das ist aber echt teuer. Also eine kleine Enttäuschung ist wieder. Also es passiert ja auch in Foxhole oft, dass man enttäuscht wird.
Ja, ist echt teuer. 75 und nur 2x2. 2x2 ist sozusagen, ja, okay. Aber ist echt teuer. Aber ich habe das Baufahrzeug nicht umsonst gebaut. Irgendwer wird es benutzen im Laufe des Krieges. Es wird garantiert benutzt. Schade. Dieser Aspekt bleibt mir verwehrt. Die Entwickler hatten Angst, dass das Leute mit den Fahrrädern ganz viel Schmuh anstellen. Unter anderem halt auch die ganzen Züge und Gorges blockieren. Und dem haben sie entgegengewirkt, dass man jetzt nicht mehr Fahrräder farmen kann. Das bedeutet, man kann nicht einfach bei jeder Gelegenheit zu einem Safehouse oder sonst wo, zu einer Kirche, wo die Fahrräder spawnen und dann das Fahrrad einfach so 3 Meter bewegen, um dann das nächste Fahrrad spawnen zu lassen. Das bringt nichts mehr. Man kann mit Fahrrädern immer noch eine Menge Schmuh machen, wie Trucks und Fahrzeuge blocken, aber man kann jetzt nicht sich in einem Lagerdepot oder einem Seaport so eine kleine Fahrzeug- und Fahrradarmada aufbauen, weil man darf die nicht mehr einlagern. Fahrräder lassen sich nicht mehr einlagern. Hast du denn Spieleklecks schon mit deiner Gruppe und deiner Gruppierung, mit der du regelmäßig spielst, auch so eine Art, so eine Facility, so eine Fabrikanlage errichtet? Oder hast du an der Dev Branch teilgenommen, wo du dann schon ein bisschen früher hast die Sachen in die Finger bekommen hast? Bin jetzt mal neugierig, weil ich habe eine Menge Ahnung von vor 1.0, aber das vieles, für mich ist es auch jetzt hier gerade so ein bisschen äh, der Entdeck. Oh, das ist ein Feind. Okay, da ist ein Feind. Ich muss sofort umkehren. Hier ist keine AI. Gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Gerade so einfach mal so das Gefühl gehabt, ich müsste mal auf die Karte gucken. Und da ist er, der blaue Punkt. Und hier ist keine AI, ich muss weg. Es ist Nacht. Ich, in meinem Fahrzeug befindet sich... Ach, ja genau, wenn er das Fahrzeug kaputt macht, dann bekommt er mal eben 10 Explosivgranaten geschenkt. Mit denen kann er garantiert 1 oder 2 Gebäude dieser Facility hier in Schutt und Asche legen. Ja, er bewegt sich, ja, er folgt. Das war der Grund, warum ich in der Nacht nicht meine Aktion machen wollte. Ja, ich werde aber, ich werde es riskieren, ich werde ihn bekämpfen gehen, auch wenn beim Draufgehen vielleicht dann das Ende naht, aber ich lasse ihn jetzt da nicht so frei rumlaufen. Das sind ein paar wertvolle Sachen, die in Gefahr sind, jetzt zerstört zu werden. So, ich lasse den hier stehen, macht mich ein bisschen leichter. Ja, das brauche ich alles noch. Hier sind keine... Oh, es fängt an zu regnen. Man hört es fängt an zu regnen. Auf den Dächern plätschert es. Hier sind 470 Shirts. Ist eigentlich albern, dass ich jetzt den Wiedereinstiegspunkt gesetzt habe, wenn ich doch gesagt habe, dass ich, wenn ich sterbe, dass ich dann nicht wieder einsteigen werde. Gewohnheit. Ja, der Strom, ja, ich habe gesehen, dass der Strom ist auch. Ja, genau, ja, genau. Also ich bin da komplett deiner Meinung. Mich hat das von Tag eins gestört und das ist ja jetzt schon. Fahrräder gibt es ja jetzt schon seit fast 2 Jahren in dem Spiel. Gefühlt 2 Jahre.
Und mich hat das immer gestört, dass Fahrräder nicht von einem Truck und aufwärts kaputt gemacht werden und dass man als Fahrradfahrer wirklich aufpassen muss, dass man nicht mit einem Truck kollidiert und alles, was noch stärker als Truck ist. Dass man es nur überleben kann, vielleicht mit dem Motorrad zu kollidieren. Bin ich ganz deiner Meinung, Spieleklecks. Fällt dir auf? Also ich frage dich jetzt ganz direkt, das ist das erste Mal, dass ich den Regen höre. Ich glaube, vor 1.0 gab es keine Regengeräusche in der Hinsicht, oder? Ich weiß nicht, vielleicht haben sie das neu abgemischt, aber das Regengeräusch ist jetzt stärker. So, jetzt wird es langsam gefährlich für mich. Der Warden hinter den feindlichen Linien ist... Der einzige Vorteil, den ich habe, ist, dass ich ihn sehe, aber er mich nicht sieht. Okay. Ich habe keine Pillbox, in der ich mich verstecken kann. Die einzige Deckung, die sich gerade mir bietet, ist dieser Komplex hier. Okay, weiß nicht, was er vorhat. Es ist wichtig, dass ich meine Ausdauer behalte. Und es ist auch wichtig, dass ich nicht schlammig werde. Okay, er kommt. Ja, er geht nach. Ich kann ihn flankieren. Mein dicker Vorteil ist, ich bin zwar ein ziemlich unfähiger Kämpfer. Meine Reaktion ist schwach. Ich bin nicht mehr 15 und habe die Reaktion eines super Counter-Strike-Spielers. Okay, er ist links. Upsa. Oh, es ist ein No-Name. Ja, ich habe natürlich nur ihn jetzt erledigen können, weil ich gesehen habe, wie er sich ungefähr so bewegt. Aber normalerweise sind die meisten 1 gegen 1 verliere ich, weil irgendwie fehlt mir da so der Skill als Kämpfer, deswegen bin ich hauptsächlich Bilder. Tja, die Logik der Entwickler, das ist echt... Das ist so eine Sache mit der Logik der Entwickler, ja. Matt, der hat sogar einen Agenti, der hat ein Gewehr von uns, das ist ja witzig. Die Logik der Entwickler geht mir, also da, du hast ja vorhin das Reizthema Eisenbahngeschütz angesprochen, dass das Ding, das nicht an irgendwie 5 Generatoren oder 10 Generatoren angeschlossen werden muss, um überhaupt in der Lage zu sein, einen Schuss abzugeben. Und da erschließt sich die Logik mir auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ist dein Blutdruck denn wirklich schon mal durch diese Fahrradaktion in die Höhe geschossen? Also
Ich habe live gesehen im Spiel, wie mal 2 Collie-Tanks geplatzt sind, weil sie von einer Gruppe von 5 Warden auf Fahrrädern ähm, eingesperrt wurden. Also die 5 Warden haben mit den Fahrrädern den Collie-Panzer eingesperrt und waren so nah, dass der Collie 40 mm Panzer nicht schießen kann, weil man muss einen Mindestabstand haben, damit man als Kanonier eines Panzers schießen kann. Und die Fahrradfahrer sind dann von ihren Fahrrädern abgestiegen, haben genüsslich und gemütlich aus dem Fahrradinventar noch eine weitere Sticky geholt, zu den Stickies, die sie schon am Mann hatten, und haben dann den Collie-Panzer platzen lassen. Also ich kann mir vorstellen, den Panzer, dass der Panzercrew dann der Kragen, der Kragen geplatzt ist, als sie durch die Fahrradgang geplatzt sind. Oh, Rechtschreibfehler. Plus T noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ziemlich sauer waren dann. Was ist das denn hier für ein... Also wie gesagt, ne, Loch Moor ist sowas von in Gefahr, wenn nur ein kleiner Trupp von 10 Worten sich die Mühe machen würde, mit 2 BMS Aquatypern oder Lastkehlen, so haben wir die Dinger übersetzt, ähm, sich hierhin aufmachen würde, um dann hier zu landen, und der Lastkahn ist bis oben hin voll mit Infanterie, Männern, Sprenggranaten, also wäre echt so einfach. Oh, shit, ich wollte den gar nicht fallen lassen. Mann, der arme Warden, ne? Ich gehe ja mit denen um. Ne? Dabei will ich doch nur die Barge hier für mich beanspruchen. Ich packe die nachher in den Seaport. Mit dieser Barge kann ich dann später Aufrufe machen, wenn irgendwie QF gefragt ist, also eine schnelle Eingreiftruppe. Genau, Eingreiftruppe, mein Gott. Endlich ist mir das deutsche Wort für QF eingefallen. Ja, als Lodge überfallen werden, während man teure Fracht hat, Spieleklecks, ist natürlich, da geht der Blutdruck hoch. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die Feinde nur den Container, den man transportiert, also wenn es ein Shipping-Container ist, müssen die ihn nur kaputt machen, und dann ist sofort instant der gesamte Inhalt der 60, oder ich weiß glaube ich gar nicht, wie viele Kisten mittlerweile reinpassen. Ich glaube, die haben das erhöht auf 100 oder auf 80. Ich muss das mal nachprüfen. Der gesamte Inhalt von 80 Euro-Paletten ist dann instant weg. Keine Möglichkeit, das zu verhindern. Alles, was der Shipping-Container hatte, ist weg. Na, und ist das nicht toll? Ich habe den Warden jetzt bis hierhin getragen, aber keiner hat es gesehen. Das ist das Schicksal vieler Foxhole-Spieler. Sie machen irgendwas Cooles, aber keiner hat es gesehen. Und kriegen natürlich dann auch keine Comments. Ne? Du hast ja, wenn all die Aktionen, die du Spieleklecks gemacht hast, gesehen worden wären, wärst du wahrscheinlich definitiv schon Lieutenant. Achso, ich habe den jetzt nicht überliefert. Das ist eine etwas doofe Angewohnheit von mir. Ich lasse die immer so, damit die Leute, damit Anfängerspieler so auf die Idee kommen, äh, den rauszuholen, und dann merken die erstmal, dass das die Ressource ist, dass dieser Soldat die Ressource ist und dass man da reintun kann, so eine Art aufgezwungenes Tutorial für die Anfängerspieler, damit die endlich lernen, dass wenn diese Soldaten am Boden sind, dass sie die aufheben und zum Feldlazarett bringen. Deswegen übermittle ich die Soldaten nicht, die ich dann da ins Feldlazarett reinpacke. Das überlasse ich dann anderen. Ich verhindere nur, dass der kritische Soldat despawnt, also aus dem Spiel dauerhaft verschwindet.
Ja, es ist genau das gleiche mit den Fahrrädern. Ja, du kannst ja dein Flatbed, die Warden, also Entschuldigung, jeder, jedes Überfallkommando, sei es jetzt Collie oder Warden, kann mit zwei Fahrrädern eine ganze Straße blockieren und dann genüsslich jeden Flatbed und jeden Truck killen mit Schnellfeuer Gewehren, also hier Maschinenpistolen. Und dann liegt dann schon die gesamte Ware am Boden. Und das ist natürlich sehr schräg die Dev-Logik dahinter. Also das Problem ist, dass momentan es gibt keinen Programm-Spielecode hinter einer Kollision. Eine Kollision mit einem Fahrzeug, mit einem Gegenstand hat keinerlei Auswirkungen auf das Fahrzeug und die Kollision zweier Fahrzeuge hat auch keine Auswirkung auf die beiden Fahrzeuge. Und so, wie der Code momentan geschrieben ist, gibt es dann natürlich auch keine Möglichkeit. Das Einzige, wo es Code gibt, ist, wenn ein Fahrzeug eine Struktur berührt. Also sprich, da oben die T1-Wände gehen kaputt, wenn alles, was größer als ein Motorrad ist, das berührt. Dann ist es instant kaputt. Das gleiche müsste eigentlich auch für Fahrräder sein, aber dafür gibt es keinen Code. Es gibt nur den Code Fahrzeug gegen Struktur. Es gibt keinen Code für Fahrzeug gegen Fahrzeug. Die ersten beiden sind blau. Der innere Schweinehund möchte das jetzt entfernen. Aber ich lese heraus, Spieleklecks, du bist definitiv eingefleischter Logi-Spieler und natürlich dann auch, jetzt habt ihr schon eure ersten Erfahrungen mit dem Aufwand hinter der Facility, hinter den Fabrikanlagen, den spielergemachten Fabrikanlagen. Dass es da definitiv ganz schön grindy ist, für ausreichend Strom zu sorgen. So, der ist jetzt wieder blau. Entschuldigung, der ist jetzt grün. Ich mache wieder alles grün. Das ist wirklich ungewöhnlich, dass hier keiner schließt ab. Keiner schließt hier ab. Glitch, 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 glitch. So. Aber man muss sie loben, die sie hinterlassen. Ich glaube, ich bin jetzt mal weniger habgierig und ich muss hier da wirklich dafür loben, dass jeder hier definitiv seinen BM Grouper, wenn er unverschlossen ist, dann ist aber auch kein Sprit drin. So, die beiden, die keinen Sprit haben, sind auf jeden Fall unverschlossen. Oh, einer ist noch blau. Welcher ist das? Das ist nicht so einfach zu sehen jetzt. Der hier ist blau. Und abgeschlossen. Ja, es ist natürlich gerade nicht so spannend, was ich hier mache. Warte, habe ich da was gehört? Ja. Mal gucken, ob da was drin war. Und gucken, ob ich überhaupt den richtigen getroffen habe. Schaden an feindlichen Spielern, Schaden an feindlichen Fahrzeugen. Oh, ich habe wohl auch ein verbündetes Fahrzeug irgendwie beschädigt. Kann mich gar nicht erinnern, wann. Ja. Es ist nichts drin. Fahrzeug Bergegut, so haben wir das übersetzt. Das Bergegut, das man aus einem Fahrzeug bergen kann. Ja. Oh, das ist natürlich toll. Ich habe nur noch einen Schuss. Die sind alle grün, oder? Ja. Krass, alles auf dieser Seite, alles auf der westlichen Seite von Loch Moor ist grün. Und wir haben Tagesanbruch. Wir haben die Nacht überlebt.
Wir haben hinterhältig einen Warden flankiert und ihn mit einem Wardengewehr erschossen. Dieser ist danach sogar zu einem kritischen Soldaten umgewandelt worden und diesen haben wir dann hier auch schön ins Feldlazarett gebracht. Alles das sind die kleinen Dinge, die ein großes Ganzes zusammenhalten. Und ich muss mich loben, ich bin noch nicht einmal matschig geworden, trotzdem ich hier durch den Regen laufe die ganze Zeit. Mache ich mal wieder meine Patrouille hier oben. Den Regen höre ich jetzt kaum noch. Oh, das hat jemand neu gebaut. Er hier, glaube ich. Ich will ihn ja gerne loben dafür, aber ich muss erst vorher sicherstellen, dass er es tatsächlich gebaut hat. Ich weiß gar nicht, das Fahrrad blockt doch nicht, oder? Nee. Die AI wird ja wohl davon nicht geblockt. Nee, wird's auch nicht. Was? Das Geräusch von dem Regen kommt nur, wenn ich jetzt in dem Maschinengewehr-Bunker bin. Wenn ich so rausgehe, ist das Regengeräusch wieder weg. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Update dafür sorgen wird. Du sprichst jetzt gerade an, wie man als Einzelspieler momentan klarkommt. Wie du siehst, bin ich momentan auch mehr oder weniger Einzelspieler. Ich habe auch das Gefühl, dass man so ein bisschen ausgeschlossen wird als Einzelspieler durch dieses Update. Das macht mir ein bisschen Sorgen. So ein klein wenig macht mir das Sorgen. Aber aktuell habe ich gerade noch Spaß hier. So, wie viel Belohnungen habe ich? 30. Ich denke mal, er verdient mal welche. Bonofono. Ja, hat der Bonofono das alles hier gemacht? Ne, der Lex war das. Bonofono. Bonofono hat die Kisten gebaut. Bonofono ist jetzt gerade dabei, den Watchtower zu bauen. Denke ich ihn mal. Ja, okay. Gut. Brücke ist kaputt. Ja, er verdient schon irgendwie mal 2, 3 Commons. So. Ich weiß nicht, muss das sein, dass die Dinger so nah hier sind? So, hier sind die irgendwie besser aufgehoben. Oh ja. Die müssen auch nicht hier sein. You are doing a great job here. Machst einen guten Job, Junge. So, vielleicht zum Reparieren eine Möglichkeit. Ein Hammer, der hier schön Handy in der Nähe ist. Aber du spielst ja nicht solo, nicht ganz solo. Ich habe ja irgendwie so verstanden, dass du schon eine Gruppe hast, mit der du dann vorhin deinen Teil deinen Teil beigetragen hast. Zu dem Fortschritt dieses Krieges. Man muss ja dazu sagen, es ist ja ein Testkrieg hier, ne? Also der wird ja nur ein paar Tage gehen. Aber wie gesagt, ich verspreche dir den vollen Link nachher an diesem Video, sobald das hier ein Video ist. Den vollen Link zu den Mods, wo du dann das alles farblich erkennen kannst. Hier 2 Stück hin und da 2 Stück. Ach, sind da schon welche? Dann machen wir hier nochmal 3. Ach, da, die sind nur, selbe Kiste gelandet. So, jetzt aber. Ja, das ist dieses verrückte Ressourcen sortieren, was ich auch immer gerne mache. Das ist aber echt ruhig. It's quiet. It's too quiet right now. Es ist zu still aktuell.
krass, ne? Das Geräusch so einfach so. Es ist so richtig so diese Phasen in Foxhole, wo dann hier so überall Blut am Boden klebt und geballert wird und jetzt Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, zu viert, ach, zu viert reicht völlig. Mein Gott, wir können zu viert schon so coole Sachen machen. Zu viert kann man schon so, also vor allem könnt ihr zu viert coole Sachen machen, wenn ihr später es dann schafft, einen Collie Infanterie-Support Tank zu klauen. Also der mit den zwei MGs, ein 180 Grad nach links, 180 Grad nach rechts und der dann zudem irgendwie noch 600 Beamits transportieren kann. Macht so viel Spaß zu viert, ja, der Infanterie-Support Tank. Aber er macht nur Spaß, wenn ihr zu viert seid. Zu viert kann man das Spiel wundervoll genießen. Ich werde demnächst meinen Bruder wieder reaktivieren, dass ich zumindest zu zweit bin, dauerhaft. Der also Familie ist der Bruder, ein echter Bruder. Nicht einfach nur ein Spielebruder. Es gibt eigentlich wirklich nicht viel zu tun gerade hier. Aber wir sind zu viert hier, ne? Also schauen wir mal nochmal, zählen wir nochmal, wie viel wir sind. Haben wir ja mittlerweile raus. Es sind 12 immer auf einer Seite. Wir sind 14. 14 Leute sind wir hier. Also, je näher ich mich einer Struktur nähere, dann kommt das Regengeräusch. Also ich muss einen direkten Umkreis einer Struktur sein, die ich zum Beispiel mit E oder mit Q verwenden kann und dann kommt dann das Regengeplätscher. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Entwickler wirklich die aktuellste von uns bearbeitete deutsche Version nicht eingespielt haben in dieses Update und dass immer noch dann die Rechtschreibfehler noch da sind, die wir eigentlich schon seit Monaten eigentlich gefixt hatten. Ist er verletzt? Ne, ist nicht verletzt. Soll man das Eisenbahnding nicht eigentlich auch wegsprengen? Kann man die Eisenbahnbrücke nicht aufsprengen? Weil die funktioniert ja noch, oder? Die ist nur hochgeklappt, aber die funktioniert noch. Das macht irgendwie keinen Sinn, dass die eine Brücke dass man die eine Brücke kaputt machen kann, aber die andere nicht. Also ich bin jetzt mal so frei, ne? Was meinst du, was ist deine Idee? Also lass uns mal wetten. Kann man die Eisenbahnbrücke kaputt machen? Oder kann man die Eisenbahnbrücke nicht kaputt machen? Zumindest schaue ich mal, ob die Lebensenergie hat. Das ist ja leicht zu checken, ob die Lebensenergie hat, die Brücke. Ich brauche dazu nur einen meiner vielen Hammer, die ich überall platziert habe. So. Ein Hammer hätten wir schon mal. Kann man die Eisenbahnbrücke kaputt machen. Und hat sie einen Owner? Oder ist sie neutral? Ich hoffe natürlich, dass sie neutral ist, weil ich möchte nicht Restriktionen erhalten dafür, dass ich die beschädige. Ich bin im Aufwertmodus. Sie ist neutral und sie hat 100%. Ich sage, man kann sie kaputt machen. Ich wette, dass man sie kaputt machen kann. Ich habe verloren. Entschuldigung wegen dem Geräusch gerade mit dem Schnaufen und Lachen und so.
Sicher? Das Gebäude, ja, das war deine Schätzung, ne? 9 Memmons hast du gedacht, aber das Gebäude ist unzerstörbar. Das erklärt auch die Situation, aber es ist albern. Die Eisenbahn, Brücken, das ist immer wieder toll, die Entwickler. Die Entwickler haben vielleicht die haben gar kein Modell. Seems like the devs did not implement any model for a destroyed railway bridge. Seems like. Yeah, no, you can't break them yet. Yeah, most likely because there's no model for a destroyed one. I don't know. I'm just guessing. Yeah, probably, but oh well, we got it raised earlier, so it's no Uh, big yeah. deal. To bring it down, you need to use both levers. You need to pull both levers most likely to get it down. Yeah, same for going up. Okay, so it's not easy to get it down. You have to have both sides of the bridge. Ooh, okay. Super. Das ist ja jetzt echt gefährlich, was ich hier mache. Okay, ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich jetzt. Aber ich denke mal, es ist leider genauso, wie ich es vermutet habe. Es ist, jeder kann von seiner Seite aus jederzeit die Brücke senken. Das Hochklappen benötigt sozusagen eine Abstimmung zwischen beiden Seiten, aber das Schließen, das ist blöd gelöst. Vor allem im Anbetracht der Tatsache, dass sie nicht zerstörbar sind. Kann man nur zerstören, wenn geschlossen. Ich teste das jetzt nochmal. Danke für den Hinweis. Aber generell ist das echt nicht gut gelöst momentan mit der Brücke, weil zum Öffnen muss man auf beide Seiten. Aber aber zum Schließen, jeder kann jederzeit diesen Aufwand, den man betrieben hat, um die Brücke zu öffnen, kaputt machen, indem nur ein Hebel benutzt werden muss. So, die Brücke ist jetzt geschlossen. Nimmt sie jetzt Schaden? Nee, kann nicht beschädigt werden. Ich muss vorsichtig sein. Sonst ist hier gleich Ende im Gelände. Also die AI hätte theoretisch das Feuer auf mich eröffnen können, hat sie aber nicht getan. Man denkt jetzt, man hätte jetzt hier eine Errungenschaft geschafft, von wegen die Brücke bleibt oben und damit die Warden müssten jetzt schon auch die Kontrolle über unsere Seite des Schalters bekommen. Aber Pustekuchen, sollte der Warden also sollten die Warden auf ihre Seite das machen und den Schalter betätigen, ist die Brücke auch schon wieder unten.
Toll, ne? Spieleklecks. Nicht so, ist irgendwie nicht richtig gelöst. So. Ich werde mal, also beide Seiten sind eigentlich schon gebaut. Auf der anderen Seite sind auch T2 Bunkerverteidigungsanlagen. Oh, da kommt ein Feind. Enemy incoming, enemy incoming. Good one. Yeah, good one. Gut gemacht. Ja, ich bin halt kein keine Frontschwein, ne? Also, das heißt, wenn irgendwie Gefahr droht, das Erste, was ich mache, ich versuche so schnell es geht erstmal in Deckung. Und dann, wenn ich aus der Deckung heraus, fange ich erst an, normalerweise den Feind zu bekämpfen. Vorhin in der Nacht war es eine Ausnahme, da gab es keine Deckung. Meine einzige Deckung war, dass ich wusste, wo er war, weil er nicht wusste, wo ich war. Aber ansonsten mache ich mir meistens eine Pillbox, aus der ich wirke. Oder zumindest einen Trench oder einen Sandsackwall, von dem ich aus wirke. Eigentlich kann man das hier noch vervollständigen. Und der Trench ist eigentlich gar nicht so schlecht an der Stelle, wo der gerade ist. Es wird sich schon fast lohnen, den auch noch auf T2 zu bringen. Achso. Ja. Upsala, sag ich mal. Ein kleines Missgeschick passiert gerade. Allein schon lohnt sich jetzt langsam, aber sicher der Bereich. Weil da ist ja schon Stacheldraht hingetragen worden. Und Sandsäcke, warum sollte man da nicht auch noch dann dafür sorgen, dass dieser Trench nicht nach wenigen Stunden schon weggammelt? Die Beamits sind da. Ich könnte mal hier meinen Wiedereinstiegspunkt setzen. Wir haben Spawnen als Wiedereinstiegspunkt übersetzt. Ich hoffe, du kannst dich damit arrangieren. Ansonsten, ja, ob du es glaubst oder nicht, aber du kannst jetzt einfach so mitentscheiden, wie manche Dinge in Deutsch übersetzt werden. Ich bringe das alles mit rein. Also ich habe ja auch gerade festgestellt, dass die Entwickler noch nicht deployed haben. Die haben unsere fertige deutsche Lieferung noch nicht in das Spiel implementiert, obwohl sie es eigentlich gesagt hätten, sie würden es tun. Das eröffnet für die Spieleklecks die Möglichkeit, jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus Wünsche zu äußern, wie gewisse Dinge im Spiel übersetzt werden sollten. Und ich werde die dementsprechenden demokratischen Votes dafür machen, weil das ist so eine Art demokratisches Voting-System. Man geht dann in dieses Projekt rein, wo dann Übersetzung, die deutsche Lokalisation gemacht wird, macht dann Vorschläge für eine Übersetzung und die wird dann auch hoch und up oder down gewotet. Ähnlich wie alles in diesem Spiel irgendwie hoch und runter gewotet wird. Die Kartennachrichten genauso wie irgendwelche Schilder. Also wenn du Bock hast, du hast jetzt die Möglichkeit, definitiv Teil der deutschen Übersetzung zu werden.
Immerhin bist du gerade ein teurer und treuer Zuschauer dieses Streams. Ja, falls du dich auch schon mal darüber aufgeregt hast, warum Verbinder-Trenches, also Verbinderschützengräben wie diese hier, ähm, 75 Beamits kosten, also Basismaterialien, anstatt die 40, die ein normaler Vanilla Trench braucht. Der Grund ist, die Server werden durch die Flexibilität dieser Trenches, die können ja in alle möglichen Formen gebracht werden, stärker belastet als die Vanilla Trenches. Und um zu verhindern, dass wir Builder zu viele von diesen Verbinder Trenches bauen, haben die halt teuer gelassen. Also teuer gemacht und teuer gelassen seit Jahren. Um uns umzuerziehen in der Hinsicht, dass wir mehr die Vanilla Trenches benutzen. Also hier die drei hätten genauso gut auch Vanilla Trenches sein können, theoretisch. Zumindest zwei der drei hätten Vanilla sein können. Es gibt keinen Grund, warum die alle drei jetzt hier Verbinder sein müssten. Ist also ein bisschen Skill-Issue gerade bei dem, der die drei Verbinder gesetzt hat. Mein Rekord bei einer selbstgebauten Bunkerbasis, dass die AI hat, also dass die kleine Garnison getecht hat, war innerhalb von 4 Stunden. Mit genügend Schrott und allen möglichen anderen Kram und Aktivität und Leuten und Logis, die an der Bunkerbasis vorbeifahren mit ihrem Truck. Das ist nämlich auch Aktivität, wenn Spieler sozusagen einfach nur in der Nähe der Bunkerbasis waren. Schafft man es tatsächlich, eine frisch gebaute Bunkerbasis innerhalb von 4 Stunden dahingehend zu kriegen, dass sie die Verteidigung aktiviert. Dass dann die Flaggen hier groß sind und nicht so kleine Stumpelflaggen. Ja klar, sicher. Silos. Wie gesagt, ich mache auch gleich auch eine Mittagspause und dann werde ich das Video erstmal soweit hochladen und dann auch den Link dann machen für dich. Als mein treuer Zuschauer. Sehr gut. Dann vorsichtig fahren und viel Erfolg beim Einkaufen. Ich hoffe, es ist alles da und nicht wieder irgendwas ausverkauft. Lochmoor ist auf jeden Fall gerade ein bisschen recht unerwartet chillig. Ist also irgendwie doch ein Trainingskrieg gerade auch noch. Aber gerne. Also werde Teil des Übersetzungsteams, entweder indem du sozusagen ebenfalls dir einen Account machst dabei und mit demokratisch entscheidest oder gib einfach ein paar Anregungen, was du gerne auf Deutsch lesen würdest, wenn du es auf Deutsch spielen würdest. Und dann werde ich das versuchen umzusetzen. Fertig. Schauen wir mal den Decay an, wie es hier um Decay steht. Es dürfte eigentlich noch kein Decay sein. Ja, wie das Regengeräusch. Hier ist sehr angenehm, das Regengeräusch. Die Bunkerbasis ist kurz davor, AI zu haben. Feldlager ist auch kurz davor, AI zu haben. Wir haben das Feldlager genannt, genau. Feldlager ist die Stufe 1 gewesen. Die Feldbarke Stufe 2 gibt es nicht mehr. Und den Außenposten gibt es auch nicht mehr, Gott sei Dank. Ich habe den Außenposten immer gehasst, weil der total broken war von der Spielmechanik. Ja, geht ja mal gar nicht. Wir haben eine Fabrik in Lochmoor. Und wir haben Tomb of the First, was natürlich standardmäßig voll getaggt ist. Und es ist nichts eingerichtet, keine Garnisons-Supplies.
Hier wird alles irgendwann gleich vergammeln, wenn ich nicht jetzt mal langsam mit ein paar Beamits zur Fabrik fahre und mich darum kümmere, dass hier ein paar Garnisons-Supplies hingebracht werden. Gucken, ob ich Beamits tatsächlich... Ich bin irgendwo gegengefahren, ist aber jetzt egal. Ich muss tatsächlich ein bisschen... Also Logis bringen die ganzen Beamits hier hin, aber kein einziger Logi denkt dran, dass man vielleicht mal auch ein paar Beamits in der Nähe der Town Hall im Rathaus platziert, damit Leute in der Fabrik produzieren können. Also ich mache es erstmal an der einen Fabrik, die wir haben. Wir brauchen 300 Beamits, 300 Basismaterialien für einen vollen Satz an Garnisonssupplies, Garnisonsvorräte. Wenn man die in eine Basis platziert, die Stufe 3 AI hat, also die große Garnison, dann verhindert das, dass die Gebäude, die gebaut wurden, vergammeln mit der Zeit. Man könnte auch bald diese Supplies hier rein tun, weil... Oh, gerade eben? Ja, krass, gerade eben. Das Ding ist gerade von Stufe 1 auf Stufe 2, aber also ich könnte auch sozusagen die Supplies hier rein tun. Der Verbrauch wäre zwar doppelt so hoch, als wenn ich die in die Relic Base tue, also hier rein tue. Das Problem ist nur die Reichweite, die das verhindert, dass Sachen vergammeln, ist von der Relic, von dieser Basis, Reliktbasis. Ich glaube, die reicht nicht bis ganz nach vorne. Deswegen sollte ich, auch wenn das hier teuer ist, auch ins Feldlager ein paar Garnisonssupplies packen. Aber es ist schön, es ist gerade erst getaggt. Es hat gerade die Stufe erreicht, wo es dann in der Lage ist, die umgebenden Strukturen vor Verschleiß und vor Vergammeln zu schützen. Ach so, ja, ich sollte sicherstellen, dass der Weg zur Fabrik sicher ist. Ist er. Ja, also hier, für alle, die das später sehen werden, hier spielt jemand, der in der vor 1.0 Version von Foxhole seit 2019 schon mehrere tausend Stunden investiert hat. Dementsprechend habe ich theoretisch zu jeder Situation meistens eine Lösung parat, die aber durch eine gewisse Bedenkzeit und Lag in meinem eigenen Kopf verzögert erst abgerufen werden kann von mir. Aber es gibt wenig Situationen in Foxhole, die mich überraschen werden und mich in Situationen bringen werden, wo ich nicht weiß, was zu tun ist. Des Weiteren werde ich auch nicht so oft in irgendwelche Fallen tappen, weil ich ein sehr vorsichtiger Spieler bin. Des Weiteren habe ich eine One-Livestream-Mentalität, das heißt, sobald mein Charakter in diesem Spiel stirbt, werde ich den Stream dann unterbrechen für eine längere Pause. Das mache ich, um zu verhindern, dass ich selbst über zu viele Stunden wieder in dieses Spiel reinpacke. Man kann sehr viele Stunden in dieses Spiel versenken. Sehr viele spaßige Stunden. Das weiß ich aus Erfahrung. Aktuell habe ich festgestellt, dass die Spieler in dieser Region, in Loch Moor, eifrig gebaut haben. An meiner Lieblingsstelle oben Tomb of the First, einer Reliktbasis. Und sie haben aber eine Kleinigkeit vergessen, nämlich die Garnisonssupplies, was vielleicht daran liegt, dass unser Quartermaster noch nicht abgeliefert hat. Oh, was ist das denn?
Das erklärt auch, warum es noch keine Garnisons-Supplies gibt. Es wurde noch gar nicht wir haben noch nicht den Technologiebaum soweit. Das ist schade. Jetzt habe ich die ganzen Beamers hergebracht, um Garnisons-Supplies zu produzieren, aber darf ich noch gar nicht. Also, na gut, dann investiere ich das halt in Sandsäcke und Stacheldraht und vielleicht noch in Shirts. Ist ja auch angebracht und vielleicht und man kann jederzeit abbrechen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Ja, gefällt mir immer noch nicht. So gefällt es mir besser. So, jetzt aber. Wieso ist hier eine Schaufel drin? Kein Mensch braucht hier eine Schaufel. Ja, ich belobe dich dafür, dass du das gebracht hast. Ja, Spieleklecks. Habt ihr schon Garnisons-Supplies getaggt? Die Collies haben es noch nicht getaggt. Shit. Wir haben noch keine Garnisons-Supplies getaggt. Habe ich gerade festgestellt. Mann, Mann, Mann. Was ist denn mit unserem Quartermaster los, unseren QM, dass wir immer noch keine Garnisons-Supplies haben? Das geht ja gar nicht. Da will ich doch hier Tomb of the First vor Decay bewahren, dass das alles vergammelt. Kann ich aber nicht. Mann, oh Mann. So, aber ich kann Tomb of the First auf jeden Fall weiter mit Sandsäcken und mit Stacheldraht versorgen. Das ist ja auch was. Ich werde mal im Logi-Chat mit dem Quartermaster sprechen. Hi there. Hallo da. Wie lange wird es für uns noch dauern, bis wir Garnisons-Supplies haben? Ja, wir sind kurz davor, okay. Wir sind kurz davor, Garnisons-Supplies zu taggen, aber war jetzt gerade natürlich wirklich so ein Fail. Wir haben so schöne Sachen da oben aufgebaut bei Tomb of the First, aber das ist alles in Gefahr, dass es vergammelt. Und dann dachte ich wäre so clever und würde mal eben die halbe Welt retten, indem ich da eine ganze Ladung Garnisons-Supplies hochfahre. Dann stelle ich an der Fabrik fest, die Technik ist noch nicht freigeschaltet. Yay, aber ich habe gerade mit den Quartermaster der Collie-Fraktion, der Colonial-Fraktion und mit dem Logistik-Chat, mit dem logistischen Chat gesprochen. Und die haben mir gesagt, dass ungefähr in 15 bis 30 Minuten werden wir diese Tech freigeschaltet haben im Wissenschaftsbaum, im Technologie-Tree. Im Technologiebaum, Gott, ich weiß gar nicht, wie wir das Ding übersetzt haben. Ich glaube, wir, das Übersetzungsteam, haben das als Forschungsbaum irgendwie übersetzt. Ach so, was tue ich denn gerade? Ich bin doch kein Noob. Bevor man eine Logi-Straße lang fährt, die mit Watchtowern gespickt ist, schaut man auf die Karte. Ist doch nicht so schwer. So,
Es ist kein blauer Punkt auf dieser Strecke. Es ist lediglich ein alliierter Spieler. Hello there. Good one, I like this facility. Ähm, es ist nur ein... Soll ich Ihnen dabei helfen, das zu bauen? Ich habe meine Beam jetzt alle ausgegeben. Ähm, sonst ist hier alles sauber. Für alle, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben, erstmal willkommen hier im Ihr könnt jederzeit Fragen stellen, wenn ihr neu im Spiel seid. Ich bin schon ein bisschen länger dabei, seit 2019. Habe einige tausend Stunden hier versenkt. Also wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen. Ich beantworte jede Frage, aber ich bin langsam, weil ich nämlich erstmal dann das Wissen wieder abrufen muss aus meinem alten Gehirn. Insgesamt bin ich nicht der Reaktionsschnellste, deswegen bin ich im Spiel auch der sogenannte Slow Guy, der langsame Typ. Der Grund, warum hier alles so schön grün ist, weil ich vorhin alle Fahrzeuge, die blau waren, grün gemacht habe. Da waren einige Boote von den Warden, die sich so ein bisschen sneaky von hinten über den Wasserweg angepirscht haben. Die waren blau, die habe ich alle jetzt ähm, kurz übernommen. Das sind jetzt alles meine Boote, die sind grün. Dadurch sieht jetzt alles so wunderschön grün aus auf der westlichen Seite dieser Flussenge, die in einem großen See endet. In vergangenen Kriegen war das Auffanglager für Gunboats. Da haben wir, mein Clan und ich, haben da immer unsere Gunboats geparkt. Und der Zugang hier, diese Enge, war immer mit Panzertürmen gesichert, dass da eigentlich keiner in der Lage war, ähm, hinzukommen. Also nicht leicht. Zumindest nicht mal eben von hier oben durchfahren und sich dann ein Gunboat klauen, das ging nicht. So, aber alles schön im Westen von diesem Fluss ist jetzt grün. Es gibt kein blaues Fahrzeug mehr, keine blauen Partisanen aktuell. Ich bin froh, wie schön sauber das hier ist. Ja, es fängt an in Lochmoor zu regnen. Das ist gerade erst seit einer halben Stunde oder so. Die Entwickler haben vor, dass diese Region in mehr oder weniger demnächst in einen Regensturm übergeht, mit Blitz und Donner. Und dass man schlammig wird, wenn man sich zu lange im Regen aufhält. Das wird dann demnächst passieren. Man hört es vielleicht, das Plätschern. Wobei jetzt gerade hat es aufgehört. Doch, es tropft noch. Es tropft noch ein bisschen. Nicht viel, aber es tropft noch. So, wollen wir nicht diesen Bunker noch ein bisschen weiter erweitern? Seit diesem Update kann man nicht einfach so einen Bunker in der Art erweitern, dass er... Wo ist das denn? Warum geht das denn nicht? Das ist ja schräg. Wie kann ich denn jetzt bitte Sandsäcke hier oben drauf machen? So. Früher konnte man das alles mit Basismaterial machen. Hatte aber irgendwie wenig Sinn, dass man Sandsäcke mit Basismaterial macht, obwohl man eigentlich eine Sandsack-Ressource hatte. Jetzt haben die das geändert. Die Entwickler haben sich endlich getraut. Sie hatten das nötige Rückgrat, diesen wichtigen Change zu machen. Nein, erst in Upgrade-Modus, dann mit E bestätigen, dann auswählen, was man machen möchte. Und wenn man dann noch über einen Sandsack verfügt zu dem Zeitpunkt, wird er auch dann gesetzt. So. Und schon hat man, das ist wieder falsch rum, erst F, dann das, dann nein, erst Spezialmodus, dann E. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen. Das war mit Beam jetzt irgendwie ein bisschen schneller und einfacher zu regeln. Aber es fühlt sich richtiger an. Es ist jetzt mehr, die Immersion ist jetzt richtig. Um Sandsäcke auf einen Bunker zu platzieren, braucht man Sandsäcke. So, jetzt kann man von hier oben nämlich auch auf den Feind wirken.
und hat hier das schöne Schildsymbol, dass man weitaus weniger Schaden einsteckt, falls man getroffen werden sollte. Schauen wir mal. Zusätzlich können wir noch sicherstellen, ich glaube, das kostet weiterhin nur Beamits, dass man leicht und schnell hier oben raufkommt. Und dazu gehe ich davon aus, dass ich das wieder wie ursprünglich mit Beamits machen kann. Eine Treppe. Was? Das ist ja nicht übersetzt. Ja gut, wie gesagt, ich habe festgestellt, leider haben die Entwickler nicht Wort gehalten. Sie wollten eigentlich mit 1.0 unsere aktuell erstellte deutsche Übersetzung online stellen. Ist aber nicht geschehen. Die Übersetzung ist immer noch auf dem Stand von vor 3 Monaten. Und deswegen sind die Treppen immer noch nicht übersetzt, die man hier setzen kann. So, mein innerer Autist schreit gerade wieder auf. Das ist schlimm. Ich kann nichts dagegen tun, aber ich muss, wenn ich sowas sehe, eine extrem ungerade Zahl mit 3 Stellen macht mich irgendwie kirre. Und dann sorge ich dafür, dass hier gleich saubere 900 Beamers sind in der Bunkerbasis. Oder beziehungsweise da spiele ich ein bisschen rum. Weil dann ist irgendwie so schön, dann fällt einem immer so sofort ins Auge, okay, hier sind nur noch 900 Beamers drin. Das ist irgendwie dieses schnelle Erfassen von den Dingen. Macht es irgendwie leichter. So. Ich wage zu behaupten, dass der Bunker jetzt irgendwie besser dafür geeignet ist, um schnell auf Feinde reagieren zu können, die von Norden am Strand gelandet sind. Man spawnt und kann theoretisch direkt, selbst mit der Pistole hier hochrennen, sich hinter die Sandsackwand abducken und kann dann auf den Strand wirken. Ich denke, es war besser als vorher, wo nämlich hier keine Sandsäcke waren und wo man sozusagen innerhalb von Sekunden gekillt worden wäre. Hätte man hier stehend einige Schüsse in den Torso in Empfang genommen. Der Grund, warum ich hier keine Sandsäcke gebracht habe an dieser Seite, ist, weil man so leichter von hier runterspringen kann und in den Gewehrunterstand wechseln kann. Wenn ihr genau hinhört, könnt ihr jetzt hören, dass Regen auf den Gewehrunterstand prasselt. Hört ihr das? Es ist auch ein Effekt, der mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich denke, er ist neu. Dass man hört den Regen nur, wenn man in einem Gebäude ist oder in der Nähe von einem Gebäude, wo dann Regen drauf prasselt. Ich kann das nochmal mit dem Bunker probieren hier. Und natürlich hört man auch hier, wenn ich jetzt hier durch das nasse Gras laufe, hört man das rummatschen. Auch hier ist es auch, ich bin in dem Bunker drin und man hört das Prasseln. Ich denke, das ist neu. Ich bin nicht sicher, ob es neu ist, aber ich denke, es ist neu. Oh, ich glaube, ich muss meine Webcam anpassen an das neue Licht. Wir haben mehr Licht jetzt hier. Ja, ist glaube ich ein bisschen besser. Teste ich nochmal. Nee, das ist nicht gut. Das ist auch Schrott. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Yay. Ja, das muss es jetzt einmal sein. Ich muss mich immer manchmal an die Lichtverhältnisse annähern. Wenn euch die Musik nervt, schreibt es einfach in den Chat. Ich kann die Musik auch ausschalten, wenn die euch stört. Aber die ist eigentlich relativ leise im Hintergrund. Ich dagegen genieße gerade den Regen und die Musik.
Wie sieht es denn momentan aus? Wir waren vorhin hier 5 Verteidiger an dieser Brücke. Und ich sehe definitiv dort, dass wir nur noch 2 Verteidiger sind, mich eingeschlossen. Ah, wir sind 3. 3 Verteidiger. Und wir haben es hier mit 2 Warden zu tun, die hier bildlich gesprochen sich mit dem Kopf immer gegen die Wand rennen, ohne dabei eigentlich viel zu erreichen. Ja, natürlich weiß ich nicht, wo ich hinschieße, aber es ist auch einfach nur, um den Gegner abzuschrecken. Oh, you got him! Okay, cool. Bad boy. Das ist natürlich nicht die feine englische Art, ne, mit denen umzugehen. Irgendwie ist das albern, dass die Warden jetzt Also ich laufe mit einem Wardengewehr rum. Wardengewehr in seiner Grundausführung, bla bla bla. Und der Warden hatte ein Collie-Gewehr. Das ist eine verkehrte Welt irgendwo hier, ne? Die Warden laufen mit unseren Waffen rum, mit unseren Gewehren, weil sie unsere Gewehre besser finden. Und ich laufe mit einem Wardengewehr rum, weil ich das Wardengewehr besser finde. Irgendwie albern, oder? Was meint ihr? So. Ach, ich habe immer noch Beamits dabei. Wieso habe ich denn noch so viele Beamits dabei? Eigentlich müsste ich ja auch noch ein bisschen Stacheldraht verlegen, oder? Und die Beamits, ja. Die sind hier gut greifbar. Ich brauche jetzt erstmal keine großartigen Waffen, mein Gott. Die Gefahr ist wirklich niedrig hier. Was ist mir bis jetzt schon widerfahren? Gar nichts. Es ist total easy hier zu überleben aktuell. Kein großer Aufwand, das alles hier am Leben zu erhalten. F. Ich gewöhne mich langsam dran. Das ist neu für mich. Aber es ist definitiv eine Verbesserung. Eine immersive Verbesserung. F. Ja. Es ist wirklich sehr viel besser so. Macht so viel mehr Sinn, dass wir mit Stacheldraht anbringen. Und dass man dann immer auch wieder wie Ameisen. Wir werden ganz viele Ameisenspieler sehen, die brav dann Dinge auf ihren Schultern tragen.
Der ganze Aspekt, dass Soldaten etwas tragen, wie zum Beispiel Munition zu einem Ballista, also 250 Millimeter Munition, weil der Ballista hat ja nicht, kann nicht unendlich davon haben. Wenn am Ende wirklich die Spieler so umerzogen werden können, dass sie wie kleine Ameisen einem Ballista-Panzer folgen und ihm brav seine Munition hinterher tragen, genauso wie jeder jetzt auch gezwungen ist, hier ab und zu mal Stacheldraht zu tragen. Wenn das dazu erzieht, ist das super. Das wird das Spiel um so viel besser machen. Weil das war eigentlich von Anfang an die Intention der Entwickler. Deswegen hatte die erste Version des Ballista auch unglaublich wenig Inventory-Slots, um Munition zu transportieren. Sie hatten immer gehofft, dass dann eine Interaktion stattfindet zwischen den Infanteriespielern und und der Panzerbesatzung, dass sozusagen die Panzerbesatzung nur verantwortlich ist, den Panzer in die richtige Position zu bringen, aber dass dann das Aufmunitionieren und das Sicherstellen, dass der weiter schießen kann, von der Infanterie übernommen wird, die dann wie Ameisen brav die Munition hinterher tragen. Und durch diese Neuerung jetzt gerade hier, die mit 1.0 gekommen ist, werden sozusagen die Infanteriespieler dazu umerzogen. Und davon werden definitiv die Collie-Fraktionen mehr profitieren als die Warden-Fraktion, weil der Warden Chieftain 250 mm Panzer kann weitaus autarker funktionieren mit seiner Kanone, mit seiner 12,7 Kanone oben und sich selbst verteidigen. Während der Ballista schon immer abhängig war von Soldaten, die ihn beschützen und eigentlich auch schon immer abhängig war, um wegen seiner Geschwindigkeit effizient zu bleiben, ist es absolut dämlich, diesen super langsamen Ballista zum Aufmunitionieren zurückzufahren zu der nächsten Basis. Es war also schon immer so gedacht, dass dieser von Soldaten aufmunitioniert wird, während er sozusagen schon in Position ist, um zu wirken. Es war nie gedacht, dass ein Ballista hin und her fährt zum Aufmunitionieren. Der einzige Grund, warum die Entwickler den Ballista hinterher wieder mehr Inventar für 250 mm Munitionsmörser, Spigot Mortars, gegeben haben, weil sie gemerkt haben, dass die Infanterie nicht dazu bereit war, ähm, diese Rolle zu übernehmen. Die Rolle der Ameise, die hinterherläuft und die Munition zum Panzer bringt. Aber ich habe jetzt gerade extrem große Hoffnung. Gerade bei dem, was ich jetzt hier mache, es ist so eine gute Art, dann Infanterie zu erziehen, dass sie das demnächst macht. Dinge auf der Schulter transportieren zu Bereichen, wo sie gebraucht wird und nicht, dass das gesamte Fahrzeug hin und her von A nach B, von B nach A. Das ist meine Hoffnung jetzt gerade. Ja, vorher konnte man einfach so hier, wenn die AI ausfällt, hätten Feinde einfach so hier reinplumpsen können in den Trench und von da aus hätten die dann sich so richtig schön durchfressen können. Auch hier, wenn die dann von den Felsen runtergesprungen wären und dann von hier losgelaufen werden und dann hier an der kleinen Wand entlang, wären die hier reingeplumpst und hätten hier echt Ärger machen können, hätten sich dann hier verschanzen können oder hätten sich hier verschanzen können, hier in der Ecke. Und jeden, der gerade spawnt und nicht auf die Karte geguckt hat, können sie dann hier erschießen. Aber das ist alles nicht möglich, wenn man ein bisschen Stacheldraht an den richtigen Stellen platziert. Denn auch wenn jetzt noch die AI an ist und die dann automatisch Feinde bekämpft, mit genügend Willen können die Warden problemlos diesen Bunker kurzzeitig ausschalten oder etwas anderes ausschalten, was AI bietet. Und dann ist man auf passive Verteidigung und clever gelegte Verteidigung abhängig. Davon ist man abhängig. Oh, ich möchte aber jetzt ganz dringend auch, dass die Garnisonssupplies, die Garnisonsausrüstung jetzt mal getechtet ist. Ich frage nochmal nach.
Ist das jetzt getecht? Gibt es jetzt Garnison Supplies? Please, please. Pretty please. Mit Erdbeeren mit Sahne, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzt. Please, please, pretty please. Ja, klar, also ich denke, Spieleklecks ist definitiv kein. Also der Spieleklecks, das habe ich schon gesagt, sie. Ich weiß ja gar nicht, ob sie ein sie oder ein er ist. Ich gehe mal davon aus, dass Spieleklecks auf Englisch spielt, weil es halt auch leichter ist. Es hat dann dieselben Begriffe, die man immer und immer wieder im Spiel hört. Ich spiele auf Deutsch nur, also ich kann es mir auch leisten, auf Deutsch zu spielen, weil ich weiß, weil ich das lange Zeit nicht auf Deutsch gespielt habe. Es gibt es ja auch noch nicht so lange auf Deutsch. Ähm, Weiß ich auch, wie die ganzen Dinge im Spiel auf Englisch heißen. Die sind doch eingebrannt in meinem Kopf. Die deutsche Version ist eigentlich wirklich nur für Spieler, die wenig Englisch sprechen und wenig Englisch verstehen. Aber selbst für die habe ich ja jetzt diesen Kanal aufgemacht, diesen Stream, um ihnen zu helfen, so eine Art Basis Foxhole Englisch aufzubauen, mit dem man mit den meisten Spielern klarkommt. Das wichtigste Wort ist das Wort wait. Please wait a bit. Bitte warte ein wenig. Please, bitte, bitte. Wait. Waiting, dass man wartet. Please wait, bitte warte. Und wenn man zum Beispiel irgendwo in einer Warteschlange ist und dann sagt ein anderer Spieler auf Englisch zu einem wait, also wenn das Wort wait vorkommt, dann bedeutet das einfach nur bitte warte mal eben, sei ein bisschen geduldig. Tick nicht direkt aus, dass ich jetzt gerade mit dem Truck vor dir stehe und etwas blockiere. Ich gebe den Weg gleich wieder frei. Bitte warte, also wait, wait. Wait ist man muss in Foxhole viel warten. Deswegen sollte man wissen, was warten auf Englisch bedeutet. Und wenn es darum geht, wer ist als nächstes dran? Who is next? Also wer ist der Nächste? Next ist der Nächste. Oder es liegt am nächsten. Who is next? Also who ist wer? Und ist. Next. Wer ist der Nächste? Also wenn es ums Warten geht. Oh, da kommen sie wieder mit dem Boot. Oder nee, der kommt über die Bahnbrücke. Da ist ja diese unzerstörbare Brücke, die neben der Hauptbrücke, Fahrzeugbrücke ist. Also neben der Autobrücke ist dann eine Schienenbrücke. Und von da kommt gerade ein Warden rüberspaziert. Ich habe ihn noch auf der Karte gesehen. Wollen wir mal gucken, was er so treibt. Ist er schon auf unserer Seite? Ne, er wartet da oben. Der ist da oben da wo ich gerade hinziele, wo das Kreuz ist, da ist er, an dem Hebel. Ich kann ihn wahrscheinlich töten, indem ich jetzt hier über den Trench hier hingehe. Warte, wo ist er denn? Ich müsste ihn doch eigentlich sehen können. Dann ist er entweder hier hinter dem Felsen oder da hinter diesen Steinmauer. Da ist er wahrscheinlich hinter. Ja, wenn er da noch weiter rumschillen möchte, dann macht er es mir wirklich leicht. Weil, wie gesagt, ich habe für jede Situation eine Lösung. Ich muss nur kurz nachdenken. Meistens eine Lösung, die mich nicht gefährdet, aber den Gegner. Wenn er sich tatsächlich, danke, thank you, ja, danke ist thank you oder abgekürzt beim Local Chat einfach dick und fett in Großbuchstaben T und Y. Macht sich immer gut, wenn man ganz viel TY im Chat schreibt. Ich komme nicht ganz hin, aber der ist sowas von gefährdet jetzt, der Arme.
Er weiß ja gar nicht, dass ich weiß, dass er da ist. Er weiß nicht, dass ich weiß, dass er da ist. So, dann ist dein Ende jetzt gekommen, mein Freund. Oh, da kommt noch einer. Aber ich habe wohl, wie es aussieht, ich ging davon aus, dass er oben ist. Er ist nicht da oben, er ist daneben. Weil sonst wäre da ein bisschen Blut gespritzt gerade. Da ist gar nichts gespritzt. Ein weiterer Pro-Tipp für alle, die wissen wollen, ob sie überhaupt gerade Schaden gemacht haben. Sie schauen vorher in das Aktivitätslog. Hier, ich habe den nicht verletzt. Ich hatte vorher schon 109. Oh, voll in die AI reingelaufen. Absoluter Selbstmord. Ja, aber ich hole mir jetzt nicht die Sachen, die da liegen, weil ich dann in den Wirkungsbereich von dem da oben komme. Achso, habe ich jetzt wieder Schluck auf? Ist mein Stream wieder am Rumzicken? Das passiert schon mal. Ich muss das nachher, ich glaube, ich muss mal neu starten, den Stream gleich. Das passiert schon mal, weil meine Hardware ist nicht die weltbeste. Ich muss mich dafür entschuldigen, wenn der Stream hier anfängt zu laggen. Das tut mir wirklich leid. Das hat mit der Qualität meiner Hardware zu tun. Ich kann mir aktuell nicht so mal eben so einen super tollen Megaprozessor leisten und alles. Ach, guck mal da. Und, tja, das war dann wohl ein Tod, mein Freund. Ja, das heißt, ihn habe ich definitiv getötet. Wenn ihr jetzt mal schaut, in meinen Aktivitätslog, da. Ein Spieler hat 100 Lebenspunkte und ich habe ihn 100 Lebenspunkte geraubt. Ich hatte vorher 109, jetzt habe ich 209. Ich habe ihn also komplett gekillt. Ende aus Mickey Mouse für ihn. Ich habe aber noch einen zweiten. Ich will ja immer noch den da oben erwischen. Der irgendwie sich schon seit längerer Zeit nicht bewegt hat. Verdammt. Die Frage ist nur, ist er tatsächlich da, wo ich ihn vermute, wo er ist? Ich werde gleich mal markieren, wo ich vermute, wo er ist. Ich vermute, er ist nämlich da, wo mein Mauscursor gerade ist. Da unten oder da. Wo mein dicker weißer Mauscursor ist, da vermute ich ihn. Ich dachte erst, er wäre hier oben hinter dem Pfosten, aber ich denke, er ist irgendwie da stecken geblieben. Runtergefallen, keine Ahnung, irgendwie hat er Probleme. Ich habe aber Bock, ihn irgendwie Platz zu machen. Wenn ich dabei drauf gehe, ist der Stream vorbei. Das ist ein One-Live-Stream, habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. Ein Leben. Wenn ich mein Leben verliere, Ende. Habe ich ihn erwischt? Das ist eigentlich ein bisschen unfair, was ich tue. Ne, ich habe ihn nicht erwischt. Ich gucke, ob ich Schaden gemacht habe. Ist ein bisschen grenzwertig, das Ausnutzen des Aktivitätslog, um zu prüfen, ob da, wo man sozusagen eine Explosion ausgelöst hat, auch wirklich jemand war. Muss ich zugeben. Ist ein bisschen grenzwertig, diese Taktik, die ich jetzt gerade anwende. Das Gewehr nervt mich irgendwie. Ich bin so oder so schon nicht gerade der Spieler, der mit der höchsten Reaktionszeit aufwartet. Ich bin so ein bisschen eingerostet in vielen Bereichen des Spiels. Oder generell in Spielen nicht der flinkeste. Und da brauche ich jetzt nicht auch noch irgendwie. Mit 16% komme ich gerade noch klar. So, ich werde mich jetzt mal wirklich in Gefahr begeben, weil ich werde jetzt auskundschaften, wo der wirklich ist. Hä?
Wo? Wo? Er war doch auf der Karte hier eingezeichnet. Er ist auch wirklich noch da. Ich stehe sozusagen auf ihm drauf. Ach, da ist er. Ja, tut mir leid. Oh, ach, der lebt ja noch. Ja, ich hoffe, ich habe dir irgendwie geholfen. Aber das nächste Mal benutzt du Unstuck. Ja gut, ja, das war jetzt nicht sehr heroisch, ne? Also, das war schon eher so Glitch-Hilfe. Ich habe denen da geholfen, aus seinem Glitch rauszukommen. Achso, ja, für alle, die neu in meinem Stream sind, das ist ein One-Live-Stream. Wenn ich sterbe, dann ist der Stream sofort vorbei. Des Weiteren habe ich mehrere tausend Stunden in dem Spiel gedumpt. Und der Grund, warum ich diese Selbstrestriktion gemacht habe, ist damit zu verhindern, dass ich zu viele weitere Stunden investiere. Des Weiteren, ich spiele jetzt Foxhole seit 2019, aber für mich ist das, was mit 1.0 gekommen ist, auch relativ neu. Aber alles, was vor 2019, vor 1.0 gekommen ist, kann ich definitiv was zu sagen und kann Tipps geben. Also wenn ihr irgendwie Fragen zu dem Spiel habt, nach einer bestimmten gewissen Bedenkzeit kann ich euch garantiert da einen kleinen Tipp geben. Oh, eine Wardengranate. Yay, die sind besser, weil die töten ein bisschen schneller. Da muss ich nicht irgendwie zwei werfen. Deswegen schreibt mir gerne im Chat. Ihr könnt auch sagen, was euch interessiert. Und ich kann jederzeit die Region wechseln und woanders hinfahren. Ich bin nur momentan in meiner Lieblingsregion, die aber von allen eigentlich gehasst wird. Also von meiner eigenen Fraktion wird diese Region gehasst, weil dieser Server, diese Region, dieser Hex, die ist offen. Hier ist alles frei, offenes Land, alles ist flach, keine Hindernisse, man kann sich hier frei bewegen und marodieren. Aber für mich als Builder, jemand, der gerne Sachen baut, ist es halt spaßig, weil ich habe überall Bauplatz und kann mich frei entfalten und kreativ sein. Deswegen ist das für mich nicht die schlimmste Region im Spiel, sondern ich mag die Region auf ihre Art und Weise. So, wir haben gerade gesehen, dass weitere Warden nachrücken, weil irgendwie keiner von den Warden kommt auf die Idee, einfach mal mit einer voll bepackten Barge mit Sprengstoff an einen der vielen Strände zu landen, die es hier überall gibt, um uns dann von hinten zu flankieren. Nein, die kommen alle von vorne über die Brücke bei Tageslicht. Und das ist eher so die Mentalität, Kopf gegen die Wand hauen. Nur meistens ist es halt so hier bei der Verteidigung, wie sie gebaut ist, dass der Kopf weniger stabil ist als unsere Verteidigung. Ich dagegen bin momentan der einzige Verteidiger dieser gesamten Flanke. Ich habe ungefähr 2 bis 3 Warden auf der anderen Seite der Brücke. Ich vertraue aktuell auf die Verteidigung, so wie sie gebaut ist. Und nutze mal eben die ruhigere Phase, um meine eroberten... Oh, hat immer noch keiner übertragen. Den habe ich da reingetan. Vor ungefähr einer Stunde. Ist ein Warden. Ein verletzter kritischer Soldat, den man bei dem Lazarett wird dann behandelt und als kleine Gegenleistung bekommt man Soldaten-Supplies. Soldatenausrüstung sind die Shirts, diese benutzt werden und gebraucht werden für jeden Respawn-Wiedereinstieg. Wenn ein Soldat stirbt und dann wieder einsteigt, dann hat er an dem Ort, wo er wieder eingestiegen ist, eine dieser Ressourcen verbraucht.
ein Wiedereinstiegspunkt, ein Shirt. Ja, das sind eigentlich alles hier mehr oder weniger meine Boote. Diese Barge habe ich erobert. Hatte bisher aber noch nicht die Zeit, die einzulagern für einen späteren Gebrauch gegen den Feind, indem nämlich wir eine Barge nutzen, um zum Beispiel hier an dem Strand zu landen, oben nordöstlich von Mercy Swish. Muss aber nachher mal sicherstellen, ob dieser Lastkahn, so haben wir das Ding übersetzt, Barge, heißt das auf Englisch, das Ding. Oh, Sprit ist, oh, das Ding ist ja gleich leer. Das bringt so nichts. So bringt das nichts. So kann ich die schlecht heimbringen, wenn die gleich alle ist. Aber wenn ich schon dazu gezwungen werde, nochmal loszuziehen, bloß um Sprit zu besorgen, dann kann ich auch bei der Gelegenheit nochmal einen Schraubenschlüssel mitbringen, eine sogenannte Wrench, mit der man gesperrte, verschlossene Fahrzeuge aufsperren kann. Dann hätte ich nämlich hier noch ein paar Boote, die ich aufsperren muss. Aber das tue ich uns jetzt nicht an. Bei der Geschwindigkeit, mit der man mit der Barge fährt ohne Sprit, tue ich uns das nicht an. Der Seaport, der Seehafen ist dafür zu weit weg jetzt gerade. Ich werde einfach bei den Nachbarn klingeln und um Milch und Eier bitten. Ob die mal ein bisschen Diesel abgeben können. Nebenbei habe ich immer auch im Auge, was da oben die 2, 3 Warden treiben, die unsere Verteidigung austesten. Ich weiß ganz genau, dass er da oben ist. Aber solange es nicht 3 sind, was kann einer schon allein ausrichten da? Aktuell. Ich habe auch nebenbei Lust, diesen Watchtower zu Ende zu bauen, den irgendeiner angefangen hat. So, hier haben wir schon mal Milch und Eier. Dankeschön dafür. Haben wir sonst noch irgendwas? Ach, die Gewehrmunition, ja. Ja, super. Wasser in einer Can, praktisch. Leider bin ich noch nicht komplett ausgebildet in dem Bereich der Facilities. Das ist ein Neugebiet für mich. Neuland. Da werde ich dann wahrscheinlich von Kronos Winter ausgebildet, der Streamer der WLL, des WLL-Clans, der hat Ahnung davon. Mal schauen, ob ich die Kamera anpassen kann. Nee. Außerdem werde ich langsam hungrig. Mal sehen, ob ich gleich was schnappe. Ich glaube, ich werde pausieren gleich. Es passiert aktuell nicht so viel. Und all das, was ich machen wollte, habe ich gemacht. Ich habe festgestellt, die Entwickler haben nicht die sogenannten Relic Walls aus dem Spiel entfernt. Das sind sozusagen in den Stein und in den Fels gehauene Fahrzeuglager, die es schon seit ewigen Zeiten im Spiel gibt. Hier befindet sich unter einer dieser Relic Walls. Das wollte ich nachprüfen, weil es ging das Gerücht um, dass die aus dem Spiel entfernt wurden. Dann
Die Aufgabe habe ich gelöst und erledigt, oben die Trenches zu sichern, dass man ja nicht einfach reinplumpsen kann, wenn man von Norden nach Süden sich bewegt. Des Weiteren habe ich alle Fahrzeuge, die blau markiert waren, als Feindfahrzeuge markiert waren in dieser Region, also zumindest die auf der Westseite, hier ist eins auf der Ostseite noch, habe ich übernommen. Eine Wrench habe ich jetzt nicht gefunden, aber mit ein bisschen Glück ähm, ist sogar die andere Barge offen. Ne, die ist abgeschlossen. Aber die werde ich mir auch noch schnappen. Bei Gelegenheit. Dann habe ich oben bei der Relic-Basis, die man momentan auf der Minimap sieht, im Westen, habe ich auch noch ein bisschen Sandsackverteidigung gebaut, also Sandsackewall mehrstufig, dass man draufsteigen kann und von da aus dann auf den Feind wirken kann. Davor dann noch Stacheldraht platziert und so weiter. Also für die Zeit, die ich jetzt gerade hier investiert habe, ist es auf jeden Fall ein bisschen besser zu verteidigen als vorher. In der Fabrik habe ich noch Shirts, also Soldatenausrüstung in Auftrag gegeben. Das ist wahrscheinlich ausgelaufen, aber irgendjemand wird dann diese Lieferung dann übernehmen. Hauptsache, sie ist produziert und wartet auf den nächsten, der Logi macht, also logistische Aufgaben übernimmt. Ich bin sehr froh, dass Loch Moor eine eigene Fabrik hat. Und die Raffinerie ist zwar ein bisschen Fahrzeit mit verbunden, um dahin zu kommen. Die Raffinerie ist dann hier in der Nebenregion. Und ich bin mal im sicheren Bereich. Umbriel Wildwood. Dort haben wir unsere Raffinerie, die wir auch benutzen für alle Belange, die unsere Fabrik in Loch Moor benötigt. Das ist die Region Loch Moor. Loch Moor. Umbriel Wildwood. Ich werde wahrscheinlich in dem Testkrieg mich hauptsächlich nur in den beiden Regionen aufhalten. Andere Regionen werde ich wahrscheinlich erstmal nicht besuchen, weil generell ist meine Überlebenschance hier recht hoch. Und als Bilder kann ich mich hier ausleben. Ja, passt ja genau. Na, ist sie beschädigt? Ich gehe mal davon aus, sie ist beschädigt. Kann sie aber momentan auch nicht reparieren. Oder wenn ich Glück habe, sie nicht beschädigt, dann kann ich das direkt einlagern, die Barge. Krass, sie war nicht beschädigt. Unerwartet. Ich habe übrigens vorher den Sprit rausgeholt, habt ihr gesehen, ne? Weil beim Einlagern wäre der Sprit sonst verschwunden. Und Sprit ist wertvoll. Ja, ihr seht schon, ich habe mich komplett geleert. Ich werde jetzt eine kleine Essenspause einlegen. Ich danke für alle, die teilgehabt haben an diesem Stream. Gerne einfach, wäre schön, wenn einfach da auch hier und da mal eine Frage zwischengrätscht. Würde ich mich drüber freuen. So, und dann mache ich jetzt mal die Sache fertig für Spieleklicks, nämlich an das Video gleich den Link zu der Erweiterung geben. Die Erweiterung, die dafür sorgt, dass bei mir gewisse Dinge farblich sind. Also hier, die Sachen sind nämlich normalerweise alle weiß, wie das hier. Bye bye, ich winke nochmal. Winke und salutiere nochmal und winke nochmal.